Hello all. So, the fight to Manimarco is bugged, and if you die once he is also immortal by restart the fight. Nove2025 Reddit.
Doing internet research. How to fight Manny Marco. Makes me already mad for sake.
Azithraba. Welcome. So much to do. I erect the spine of wealth. Fate summons you, champion. Will you answer its call?
right tool for the right job, I always say. If you've got the gold, I'm sure I can provide you with the right tool. The rest? Right tool for the right job. Take pride in your work, I always say. This is so I've exciting. been waiting for this. Me too, Lina. Toad! I want to learn how Speak to to me unleash my before inner entering powers. World 16. But before we unleash, we must learn to control. Of course, Hadmar. Whatever you say, Hadmar. Take and give with the same hand, I say.
Stolen goods. Greetings, my friend. I can't seem to get ahead here.
your spirit no peace.
Such potential from the veins of Nirni. Georgette, useful not only for its luster. Good find, Tommy.
Ja, Da kann da ich ihm ist er halt doch. nicht viel helfen. Ja, Das ja, weiß die ich D nicht. kann ich machen und Heiler. Ich hab halt mit Tank ein Problem. Nur wenn er levelt, braucht er keinen Tank. Das bringt ihm nichts, weil er Naja, ich kann versuch's Schaden jetzt machen. einfach mal für ihn jetzt mal runterzubrechen. Mhm. Erstmal Hallöchen. Danke, dass du Hallo, der Party Volgin. beigetreten bist. Das Ich Problem hoffe- ist das, du hast in deinem Charakter zwei Klassen vereint, einmal den DD und einmal den Tank. Das Problem ist das, du kannst entweder dich nur entscheiden, ob du eine Menge Schaden austeilst, dafür nicht viel aushältst, ist leider so, leider vorgegeben von den Game Developern so, oder du kannst dich entscheiden, jetzt gerade in deinem Fall, ob du halt sehr viel aushalten willst, die Aggression des Bosses auf dich ziehen willst, das heißt, dass du die Aufmerksamkeit des Bosses auf dich lenkst und den Schaden mit deinem Schild blockst und sozusagen andere die Arbeit machen lässt, den Boss zu töten. Das ist in deinem Falle beim Questen sowieso ziemlich schlecht, weil du ja dann da wieder bei Manni Markov dann da stehst und dann stundenlang mit deinem Schwert nur anliegst. Teils, Die teils. andere Möglichkeit, die mir noch eingefallen wäre, dass du dir einen Begleiter holst. Da gibt es ja einen, ich weiß nicht, wo der nächstbeste wäre, dass du dann halt so auf Bastian zum Beispiel. dass Oder du- am allereinfachsten wäre wie heißt's Gebiet? Necrom wäre halt geil, wenn er hätte. Oh, schaut schlecht aus. Ja, in Delvani der Gerissen, den kriegt er gleich einmal. Das wäre nämlich zum Beispiel eine Option, wenn du Tank wählen würdest, dann hättest du einen Gefährten, der dir auf Schritt und Tritt folgt und für dich den Schaden macht, wenn du einfach nur dein Schild hochhältst und dich eigentlich nichts mehr umschmeißen kann. Mit Tank-Builds kenne ich mich sehr gut aus. DD-Builds werde ich mir dann was halt aus dem Ärmel ziehen müssen. Du hast das Glück, dass ich alle Handwerksstile kann, alles beziehungsweise etc. allen Schnickschnack. Und ich bin auch gewillt, dir das auf Lila zu geben. Einfach mal so, einfach auf die Nase, dass du da mal ein bisschen dich mit Jetzt der einmal Klasse eine dann Frage, was auseinandersetzen willst kannst. du spielen? An DD, an Tank oder an Heiler? Ich komme mir gerade vor wie beim Chiropraktiker, wo mir jemand was erzählt von, Ja. ich habe Thrombose und was weiß ich nicht alles. Ja, Und ich weiß ja noch nicht mal, ob mein Mikrofon funktioniert. Ich war schon ewig lang nicht mehr in einem Partychat. Ich glaube, das ist schon seit ein paar Jahren her. Nee, fertig. Okay. Es ist so, du tust, wenn du levelst und questest, brauchst du ein DD. Der Tank ist nur dazu da, um den Boss zu spotten, damit die anderen DDs Schaden machen kann. Okay. Der bringt dir beim Questen 0. Der Heiler bringt dir beim Questen 0, denn der tut nur heilen und macht keinen Schaden. Du brauchst einen DD, der Schaden macht, damit du die Quests und das alles machen kannst, sonst hast du keine Chance. Boah, ich weiß jetzt nicht, also ich habe ja diesen Seraph War oder wie der heißt. Der macht ziemlich viel Schaden. Dann habe ich ja auch noch die andere, die Endolorin. Wie heißt jetzt die wieder? Ja, die habe ich schon lange nicht mehr gerufen. Endlorin oder wie sie heißt. Also die machen normale schon Schaden. Die gehen schon zum Gegner hin. Meinst du jetzt? Ja, genau, ja. Ja, aber du selber, wir Ach so, reden jetzt ach so. nur von dir, nicht von deinen Gefährten. Okay. Nur von dir. Was du spielst, mindestens 2 Klassen, das geht nicht. Da kommst du nicht weiter. Ja? Du spielst Tank und DD, das geht sich nicht aus. Das ist mir jetzt so geblieben. Am Anfang war es so, ich hatte die Doppelklingen und den Bogen. Ich bin dann weitergegangen, als ich die Level 50 erreicht habe. Dann habe ich eben angefangen mit Heilungsstab und Zerstörungsstab. Beides halt Ja, gleichzeitig. das kann man mitleveln, damit du beides hast, wenn du mal umswitchen willst. Aber wenn du jetzt einmal sagst, ich will schon mal nur questen und leveln und was weiß ich was und dir das alles anschauen und so, dann brauchst du einen DD, der Schaden macht, weil sonst frustriert dich das Spiel mit der Zeit, weil die Gegner werden immer schwerer. Ja? Und das heißt, du brauchst ein DD und da wäre am einfachsten einmal für den Anfang zu spielen der Zauberer. Gottes Willen, das ist ja das mit den Runen, oder? Kann das sein? Nee. Ah, heute das ist Arkane, oder? Das Der Arkanist. Arkanist, Mit ja. Arkanisten habe ich nicht so die Erfahrung. Ich habe einen Zauberer und die haben einen Hüter. Und wenn ich jetzt leveln tue oder wenn ich Schaden machen will, ich meine, ich bin mit meiner Nachtklinge da unterwegs, die macht ziemlich viel Schaden sogar, aber wenn du sagst, ja, du willst jetzt einfach einmal nur questen und so, wäre der Zauberer am einfachsten zu spielen. Du hast zwar Begleiter dabei, den
die Heilschwinge kannst du da dazu nehmen und den kleinen, der Schaden macht, dann bist du da gut aufgestellt, ja? Und dann brauchst du natürlich eine vernünftige Rüstung. Schwere Rüstung ist nicht wirklich das Wahre, denn du brauchst ja nicht jeder Resist und alles gibt, sonst kommst du nicht weiter. Das heißt, du brauchst, wenn du in der Nähe spielst, mittlere Rüstung. Also bei mir ist halt so, ich schaue eigentlich immer drauf, dass man kann sich ja 2 bis 3 Rüstungen holen, die man als Set machen kann. Ich habe jetzt den Vampirfürst beispielsweise und habe das Gewand von Darlock Bree, das ist das, da wo man besser klauen kann, sag ich jetzt mal, unsichtbar werden kann, was ja für die Nachtklinge eigentlich nicht schlecht wäre. Du hast, das sind Kostüme, du brauchst Sets, mit denen du spielen kannst. Ja, das sind schon die Sets, dass du halt robust wirst, beispielsweise. Vampirfürst habe ich zwar jetzt nicht komplett benannt, weil ich noch was anderes versuche, das ist der Vampir-Umhang, glaube ich. Aber ich war da mal auf so einer Insel, glaube ich, und ich habe das Vampirfürst nicht ganz geschafft, dann habe ich den Vampir-Umhang gehabt, habe aber dann was von diesen Darlock Bree habe ich dann bekommen und da habe ich jetzt das komplette Set. Und das geht's mir ja gar nicht. Ich selber verreck nicht so schnell an dem, dass der Manimarco alle bei diesen Schaden macht. Es gibt bloß einen Move, was der macht. Das ist, du stehst wirklich weit weg und der hat ja auch seinen gelben, sag ich mal, Radius, da wo deine Energie, also dein Health, zur Hälfte runtergelevelt wird. Das heißt, du hast beispielsweise 20.000 an Health, du gehst in den gelben Kreis hin, weil du aus Versehen hinkommst, weil durch die ganzen Kämpfe und das, du siehst so viele Monster, du weißt gar nicht mehr, wo der steht, ehrlich gesagt. Dann kommt der mit seiner komischen Magie, macht seinen gelben Kreis und auf einmal ist deine Energie, deine Health bei 10.000 unten. Also um die Hälfte geschrumpft. So, und dann kommt der mit seinem Magierstab daher und macht seinen Vogeldings da, ich weiß nicht, wie dieser eine Spruch da heißt. Das wird horizontal, werden die Vögel auf jeden Fall gestreut. Und wenn er dich damit einmal erwischt, und ich habe es gestern im Livestream gehabt, und ich habe 7-mal gestern versucht, ich habe es wirklich aufgegeben. Der hat mich einmal nur gehittet und meine ganze Energie bei 10.000 war nach oben, oder sind es 13.000, komplett gleich hinüber. War mit einem Schlag komplett gleich hin. Ja, du musst das ist ja... natürlich alle töten und dann kannst du Manimarco weitermachen. Das heißt, je weniger Schaden du machst, umso weniger hast du die Chance, dass du jemals diesen Manimarco besiegst. Er ist sehr, sehr stark und ich habe schon Leuten geholfen. Es funktioniert, wenn du drinnen bist bei diesem Boss und jemanden reinholst in die Gruppe. Und der muss halt weit laufen, ist klar. Also geht das? Ich habe Google geschaut, ich habe gerade mit den anderen Accounts, mit den Gilden habe ich geredet, die sagen mir die ganze Zeit, Q funktioniert nicht bei Manimarco, aber ich weiß normalerweise, wenn du diese, wie sagt man dazu, diese Missionen, diese Gebietsmissionen, wenn du machst, kannst du normalerweise Leute mit dazu helfen. Also die sind zwar nicht direkt dabei, dass die noch mal irgendwie bei diesen Multiplikationsdingern dabei sind, bei großen Open-World-Boss oder so, das ist halt, er ist zwar da, aber separat. Ist halt separat. Ja. Ja, ja, ich weiß schon, was meinst. Die komische Burg da. und hab den auch gleich gehabt dann mit ihm, okay. weil er hat einfach ein bisschen wenig Schaden noch gemacht. Mhm. Aber du brauchst schon, gell? natürlich ein bisschen an Schutz, weil das sonst keinen Sinn nicht hat, ne? Also ich tät zumindest einmal als Rüstung Herzland Eroberer. Habe ich schon mal gehabt, ja. Ist ein super Set, kannst für alles verwenden. Du brauchst Monster-Helme. Du musst schon mal schauen, was die dir alles geben können und was du brauchst, nicht? Aber so wie du das jetzt geschrieben hast, das funktioniert nicht wirklich nicht. Kriege ich kein Bild nicht, oder? Kriege ich kein Bild nicht. Nee, du bekommst heute kein Bild von mir. Naja, ich würd mir echt alle Rüstungsteile, die ich jetzt seit diesen knapp 300 Stunden, was ich das spiele, ich bin nur ein Fan. Ich explore gern, ich schaue mir diese Stories gern an, aber bei manchen Kämpfen verzweifelst du einfach, wenn du 5 Meter gehst, bist eine Truhe öffnen und es sind schon wieder Gegner hinter dir. Irgendwann verzweifelst du. Und gerade in den Dungeons, Open Dungeons, oh, da wäre ich verrückt. Weil du gehst 5 Meter und da hast schon wieder einen riesen Fight vor dir. Also, ja. Ja. Ich weiß, wie es zum Funktionieren kriegt. Hast du überhaupt die Quests von Anfang an gemacht? Ich bin ja bei diesen, das war der Ebenherzpakt, oder? Ich habe zwar diese Gebietsmissionen nicht gemacht, also ich habe da, sag ich mal, hier, ich bin jetzt, da gibt es auch diesen einen, wie heißt der nicht mehr, Caldwell heißt der, oder? Caldwell oder wie der heißt. Und der Typ, der schickt dich ja dann, der schickt dich ja dann praktisch nach der Hauptmission, nach diesem Molag Ball, schickt er dich ja praktisch nochmal zum anderen Pakt oder, ja, dann machst du den blaue oder die gelbe. Ja. Ja, toll. Hast du das schon einmal gemacht oder
Also das Ebenherz, Ebenherzpack, das ist ja auf der rechten Seite von der Karte, das ist ja mit den Drachen. Und das habe ich, die Gebietsmission habe ich nicht komplett alles fertig. Ich wollte es auch nicht, weil mir war eigentlich was anderes wichtig. Die Hauptmission, sammeln, exploren, ein bisschen Trophäen bekommen und etc. Also die waren mir nicht so wichtig, aber jetzt bin ich, glaube ich, oh, da fragst du mich jetzt was. Das mit der Wüste, mit den Alkal-Wüste oder wie das heißt, Akia-Wüste. Wie heißt denn der Pakt? Nicht Altmirion-Pakt ist das nicht. Das ist ja ein anderer. Wie heißt denn der andere hier? Ebenherzpakt, dann gibt es diesen... Ja, genau, here we go. Das ist das. Das ist jetzt das nächste, wo ich gerade hingegangen bin. Und da bin ich halt ziemlich gut dabei, seltsamerweise, aber... Die ist schon weg, die ist schon weg. Und ich war in der Gilde dabei, da wo immer gesagt worden ist, komm bitte auch vorbei, wir machen jetzt gerade die Wand, also wo die Wand mit F geschrieben worden ist noch am Endeffekt. Ja, wo ich mir gedacht habe, von was redet ihr? Ich habe die DLC nicht, ich kann das gar nicht spielen. Und das war im Dezember war das. Das war November, Dezember, wo ich angefangen habe, das zu spielen. Ich habe das vor 7 Jahren schon mal angefangen zu spielen. Es war unspielbar, weil so viele Leute drin waren, Internet ständig kollabiert ist, weil zu viele Leute das Spiel gespielt haben. Da habe ich einfach auch aufgegeben. Das waren 2 Tage oder was ich da gespielt habe, aber nicht durchgehend. Und jetzt habe ich erst wieder angefangen. Deswegen sage ich, ich bin erst bei knapp 300 Stunden dabei, aber mir gefällt einfach das Spiel. Über die Maurerzeit, wo ich gesagt habe, kannst daheim bleiben, dann spielst du mal sowas. Ja, siehst du, ich bin der komplette Noob ohne Ende, aber... Ja, glaube ich schon. Weil dann machen wir da jetzt einmal eine Rüstung, eine vernünftige für ein DD. Du nimmst nur Blitzstab und Flammenstab, kein Schildschwert. Was habe ich denn da eigentlich? Das Blitzstab, ja. Ja, also mir Blitzstab. erstmal in erster Linie mal wichtig wäre zu wissen, welche Fertigkeiten hat er überhaupt gelevelt, was lässt sich überhaupt machen. Weil eine Rüstung einfach drüber knallen bringt doch auch nichts. Nicht wirklich, ja, ne? aber immerhin ist sie besser als wir das, was er jetzt... Wäre es mir wichtig, dass ich mal ein paar wichtige Fragen erstmal stelle. Erste Frage ist, auf was hast du bitte geskillt? Hast du eine schwere Rüstung, hast du eine mittlere Rüstung oder irgendwas geskillt? Oder hast du eine leichte Rüstung geskillt? Also ich habe leichte Rüstung ist bei 44, alle anderen sind bei 50, das ist egal. Also ich habe die... Wie viele Punkte hast du drin? Weil welches Level das Achso, ja okay, kein Thema. Schwere Rüstung, ja. Schwere Rüstung, du meinst diese passiven Fähigkeiten, oder? Genau. Ja, die sind komplett voll. Die sind komplett voll. Auch bei mittlerer Rüstung und bei der leichten Rüstung 88%, sag ich mal. Da fehlen die letzten 2 noch, da ist 1, 2. Ja. Das klingt doch schon mal gut, dass bei mittlerer Rüstung voll ist, weil das ist der DD-Zweig. Aha. Rüstung und leichte Rüstung hat was mit DDs zu tun. Oder auch mit... Das ist schon mal wenigstens was. Ja, kurzer Einwurfspunkt von. Er kann einen Teil Rüstungsteil leicht nehmen, einen Rüstungsteil schwer, meistens die Schulter oder so. Weil dann kann er das mitleveln noch, wenn das wäre. Alles gut. Das Leveln, das geht alleine bei mir. Das hätte ich schon, keine Sorge, das hätte ich mit beachtet. Aber was mir halt wichtig ist, dass ich erstmal überhaupt weiß, was er für Fertigkeiten hat. Weil ich muss ja die Rüstung und das ganze Set auf die Fertigkeiten anpassen. Weil sonst bringt es überhaupt nichts. Sonst da muss er die Fertigkeiten umändern, weil er hat ja Fertigkeiten drin, die er nicht braucht. Ich muss mich nicht unbedingt erklären, also ihr könnt auch in meinen Livestream reinschauen, der ist gerade on. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, dann tut euch auch leichter, was ich jetzt gerade trage und so. Könnt ihr sagen, haha, was ist das für ein Scherz oder so, oder ey, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Keine Ahnung, müsst ihr wissen. Naja, wie gesagt, erstmal, welche Waffen hast du komplett hochgelevelt, dass man überhaupt weiß, was... Bei mir ist halt so, ich bin nicht spezifisch irgendwie unterwegs, sondern ich nehme die beste Waffe, was ich kriege, dann level ich die hoch und dann schaue ich, dass ich da einfach meine Level 50 bekomme. Und ich gehe halt dann immer so weit, dass ich dann sage, wenn ich jetzt irgendwas abgeschlossen habe mit dem Bogen oder was, dann lege ich mir das Inventar wieder zurück und suche mir halt die nächstbeste Waffe aus, die ich beispielsweise bekommen habe von der Hauptmission noch. Ja, genau. Jetzt fehlt noch Waffe und Schild, die sind bei 29. 2 Händer, 2 Waffenbogen, Zerstörungsstab, Heilungsstab, alles bei 50 oben. Hat er auch schon alles geperkt, aber man muss ja weitergehen. Ich kann ja nicht ständig Scherben sammeln, weißt du, wie ich meine. Und das ist zu viel Aufwand. Doch, gibt's. Oh ja, die gibt's. Du kannst, also wenn du keine DLCs hast, dann sind es 179 Scherben oder was das waren, habe ich extra zusammengezählt. Und wenn du ein paar DLCs, was ich jetzt so habe, da gibt es für, wie heißt die? Du hast es nicht direkt kaufen müssen, aber vom Spiel aus selber hast du praktisch mit Scherben oder was zahlen können. Mit diesen Dingsbums, frag mich jetzt bitte nicht. Und dann habe ich mir diese Nekromanten-Ding, naja, ist schon klar. Ja genau, ja, das habe ich erst mitbekommen. Ja. Eine andere Frage, was willst du überhaupt spielen? Magiker oder Ausdauer? Also Magie war noch nie mein Ding, eigentlich haue ich immer gern drauf, aber ich habe gemerkt, Magie in dem Spiel hilft ziemlich viel.
Deswegen mache ich auch gerade nebenbei Klinge und Stab, weil es ist doch manchmal sehr hilfreich gegen Massen von Gegnern. Ist halt doch der Magie dann ein bisschen besser. Einzelne Gegner ist halt dann doch mit Schwert oder ja, je nachdem was der hat, 2 Hände oder 2 Waffen dann doch auch. Doch, kann schon gut sein auch. Dafür ist es ja da. Eine Hand, 2 Hand. Zweite Hand. Hände spielst du Ausdauer. Okay. Magiker spielst du Stäbe. Ja, aber kann man dann. Ja, aber warum bieten sie mir das dann an, weißt du schon? Zaubern, was vielleicht hilft einfach, weil ich habe auch nur begrenzt Zeit. Ich habe auch noch irgendwelche Termine noch hier am Laufen, die ich noch einhalten muss. Das muss ja nicht gleich jetzt sein. Das muss ja nicht gleich jetzt sein, um Gottes Willen. Bauen, weil ich bin länger online, weil ich bin ja Meisterhundler drin. Es ist ja kein Muss, Hauptsache ich komme jetzt mal klar, dass ich selber weiß, um was es geht. Und das. Jesus. Ich kann Ihnen ja Ratschläge geben, was ich bisher als Idee oft gesehen habe und oft mitbekommen habe, was Leute spielen. Meistens habe ich oft gesehen, dass gerne das Tödlich-Set kombiniert mit dem Schollen von Nirn genommen wird. Aber die Säulen von Nirn, die kriegst du ja wieder in, wie heißt diese Scheißland? Ja, du musst wieder den Falkenring laufen. Genau, dann musst du Falkenring, müsstest du dafür laufen. Aber ich habe eine andere Idee. Ja. Ich habe eine ganz andere Idee, weil das muss ich erstmal mal gucken, wo das Set ist. Das war denn... Ich schaue jetzt erstmal, was ich da erstmal sage. Das ist das. Also warte mal, ihr habt ja gesagt Herzland Eroberer, das ist das Set, das du brauchst, um zu fechten, zu leveln. Das ist doch das, wo man glaube ich sogar mehr GP kriegt. Genau. Genau. Ja, genau. Ja. Dann mache ich dann machen wir erstmal ein Teil Herz, beispielsweise ein Setstück Herzland Eroberer, das 5 Set-Teile Herzland Eroberer. Du kannst Herzland Eroberer 12 Sets machen. Ah nee, ist das ein 12er? Das ist ein 12er Set, ja. Ja, da gibt es glaube ich so Sets, ja, die sind über 5 was, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist jetzt los? Da steht sogar irgendwie 2x5 dabei, wo ich mir gedacht habe, du hast, wenn du 5 Teile davon hast, kriegst du sogar irgendwie. Hab ich übersehen, sorry. Da kriegst du sogar irgendwie von dem Paket, wenn du noch, also wenn du hast nur 5 Teile, aber bei dem nächsten Teil kriegst du dann noch mal irgendwie was dazu, obwohl du diese 5 Teile, du kriegst halt doppelt irgendwas dazu. Auf gut Deutsch. Ja. Du kriegst. Alles nicht erklärt. Die wollen jetzt nur gerade die Rüstung bauen. Das ist alles. Mir geht's gerade einfach nur zu schnell. Das. Genau, die kannst du ja dann anschauen, die Rüstung, was das alles macht und was das tut. Weil das jetzt alles vorzulesen ist mühsam. Ist mir klar. Und nicht nur das, ich versuch... sonst kommst du wahrscheinlich hier nie mehr weg und wirst wahrscheinlich, der Manni Markov wird wahrscheinlich vorher an Altersschwäche sterben. Das wollen wir aber nicht, deswegen wollen wir dir jetzt erstmal helfen, die Rüstung fertigzustellen. Genau, die Schulter machst halt schwer oder den Kopf machst schwer und die Schulter machst mittel. Allein. Die Frage ist, soll ich ihm alles in lehrend machen? Das ist halt die nächste Frage, weil wenn ich jetzt dann... Das müssen wir jetzt mal überlegen, ja, wie das am besten... Die Frage ist, will er ein Ausdauer spielen oder willst du einen Magiker spielen? Das müssen wir wissen. Mach mal Ausdauer, weil Magiker ist so... Magiker ist mir zwar... Ist nur so Nebensache. Ich tue es nur gern, weil... Jetzt fest Ausdauer, okay. Ja. Nicht weiter ausholen, ich weiß schon mal Ausdauer. Ja. Weil ich möchte... Ja. Willst du alles in göttlich haben oder willst du einen speziellen Effekt noch drauf haben? Weil ich hätte da einige Effekte ja zur Auswahl, die ich dir dann noch draufklatschen kann, separat. Aber ich glaube, göttlich wäre halt am besten, dann wird der Mundusstein-Effekt für dich verstärkt und du hast halt mehr Optionale nochmal auszuwählen, noch ein bisschen zu definieren, wie du das gerne haben möchtest und wie du es haben weißt schon. Das hört sich ganz schön teuer an, das weißt du aber schon. Ich habe gerade mal einen Helm, habe ich auf göttlich erstmal geschafft. Du weißt, wie teuer das wird. Kackegal. Ich fertige einfach die Jesus. Rüstung. Es ist kackegal, wie teuer die Rüstung ist, okay? Ich fertige sie einfach. Wie klingt das? Alles gut. Gut. Dann mache ich dir jetzt erstmal Herzland Eroberer. Das ist so. Zwei Teile, drei Teile, vier Teile, fünf Teile. Erhöht die effektive Ladung. Was für ein Ziel? Das ist aber ein Set. Versteht das? Oder gewechselt wird das? Ja, Da kann bei Herzland Eroberer sehe ich, dass das ein Fünfer ist. 2 Teile gegen Bonus, 3 Teile, 4 Teile, 5 Teile. Ich glaube, wir verwechseln das mit dem anderen Set.
Ich habe das erst letztens gesehen, also... Der Oberwelt spielt, also ich weiß, das ist jetzt Kann dir, warte mal, ich schick dir mal einen Screenshot, dass das wirklich ein Warte, ich komm hin, ich schau mir's an. weil das, da steht bei mir, dass das ein 5 ist. Seid ihr schon bei dieser DJ Disc, wie soll ich sagen, Ja. Gilde? Ja. Also in dem Da kannst Haus? du hin, also zum Weil ich stehe jetzt gerade vor den Geräten und da kriege ich halt keine Rüstung. Also, dass ich selber was schmieden könnte. Doch, du musst oben das Set-Teil eingeben. Dum, 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 dum. Ich zeig dir das mal, weil das ist ein 5er Set. Ich glaube, du verwechselst das mit irgendeinem anderen. 100%. Weil ich habe schon Nee, das- viele Sets gecraftet. Wenn ich da Eigenschaften, jetzt 12 Teile Stil. von mache, dann verschwende ich die ganzen Plätze für mich. Dann verschwende ich unnötig die ganzen Plätze. Ach, da steht es. Ah, sorry, jetzt. Das DLC-Gebiet, Ja, ich habe schon kapiert. wie gesagt, Jetzt, Herzland Eroberer. Here we go. Weil ich glaube, du verwechselst das mit dem, da gibt es ein ähnliches Set, das ähnlich heißt, was aber 12 Teile benutzt. Das kann sein, dass wir da vielleicht irgendwie da gerade aneinander vorbeigehen, weil da... Ja, dann machen wir 5 Teile. Weil nicht, dass ich dann den dann hat da er die hier noch was Magiker. blockiere. Alter, hier steht es. Dann Was ist das für schauen wir, krasses dann Zeug? machen wir- Kettensprenger beispielsweise, da steht 5 Gegenstände und dann steht drunter wieder 5 Gegenstände. Das meinte ich so. Warum? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Dass man bei 5 Gegenstände 2 Sachen bekommt. Hä? Das ist ein Durcheinander. Deswegen ich sag, da bin ich sowas voraus. Ich kenne es halt nur als normal. Teile. Ist ja Wahnsinn. Und da haben wir 5 Teile. Ja, das gibt's manchmal zweimal. Dann mach Das ich ist Wahnsinn. die jetzt mal auf lila, ziehe ich die dir erst mal hoch, dass du jetzt eine Chance hast, auch gegen Money Marco. Ja, und den Rest machen wir Kettensprenger. Der wäre auch nicht schlecht. Ausdauer-Reck, Magiker-Reck, Waffenkraft, Max Ausdauer, Max Magiker. Ja. Kettensprenger, das ist kein Problem. Also ich lese hier auch viel Tränke einnehmen und sowas. Ne? Also ich bin nicht so einer, der ständig Tränke einnimmt, bevor ich in einen Kampf gehe, weil ich bin so einer, haut drauf und schau, passiert. Oh, ich meistens gewinne ich. Das ist zu 90% so. Aber jetzt gibt es halt so einen Endboss wie Manny Marco. Selbst die offenen Bosse besiege ich sogar alleine. Und die schafft man aber alles nicht alleine, aber... Jetzt warte mal. Nein, ich wollte... Ist ja alles gut, alles gut. Jetzt lass uns aber die Rüstung machen, weil sonst kommen wir mal raus. Sonst wirst du wahrscheinlich als alter Mann hier denken. Das kann ich dir gleich sagen. Ich sag bloß... Wir gehen ja nie mehr voran. Es ist nicht böse gemeint, aber du weißt, wie es ist. Wenn du die ganze Zeit uns unterbrichst, Das ist was anderes. die Informationen, was du für eine Rüstung bist. Alles andere bringt uns nicht weiter. Dann stehst du hier noch ewig. Dann kommst du hier nicht weiter und die ganzen Leute werden auch nur blockiert und aufgehalten. Gut, Dann gut. mach ich den Kettensprenger. Ja, ich habe jetzt, warte mal, bevor du da jetzt irgendwas kennenspielst, ich weiß ja gar nicht, welche Teile ich mitnehmen kann. Ja, du machst Die ganz komplette Rüstung. Gut, dann mache ich jetzt Kettensprenger Schulter, Kettensprenger Gürtel noch. Dann mach ich nämlich die Stäbe. Ich muss erst mal... Jetzt muss ich mal aussuchen. Kettensprenger war noch mal... Ah, da. Kettensprenger. Einmal die Schulter. Was ist jetzt? Ich habe es jetzt aber alles im Plutonstil gemacht. Da kann ja an der Stilwerkbank so das nochmal ändern. Den Stil des Aussehen. Ja, oder die. Das macht der Monturtisch ja auch, oder? Das heißt, wenn du deinen Stil hast, dann kannst du ja praktisch die Rüstung stilisch ändern. Auf gut Deutsch, oder? Alles gut, alles gut. Das macht jetzt nicht irgendwie was aus, oder? Ball bleiben erstmal. Ja, ja. Weil egal welchen Mund... Hast du eigentlich die Ringe drüben oder soll ich die Ringe auch, oder was machen wir jetzt? Du hast Stäbe, hast du gesagt. Die Schulter, Gürtel, das sind dann 4 Teile. Das heißt, Ertreu könnte einen Ring noch tragen dann davon. Dann bleiben noch 2 Setstücke über, die noch frei Nee, sind. den Schmuck solltest du in einem machen. Also das heißt nicht Kettensprenger und Ding mischt. Das sollst du nicht machen. Du machst die normale Ausrüstung. Das heißt Stiefel, Beine, Hände, Gürtel, Schulter. und Wams. Also, Ja, okay. Dann habe ich jetzt 5 Teile Herzhacker Oberer. Stimmt, wir wollen ja noch einen Teil leicht machen. Scheiße. Ein Teil leicht wollten wir.
Schärpe will ich noch machen. Aber verzaubern, sollen wir das dann auch noch oder macht er das dann selber? Das mache ich dann. Ich mache die Glyphen dazu. Ich schaue mir das an. Göttlich. 60 passt. Aufwerten. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich stehe hier nur blöd rum. Ja, Das, mach ein bisschen. ich fühle mich gerade ein bisschen mies. Ach nee, Mama, Papa, was soll denn das? Ja. So, ich habe die komplette Rüstungsteile jetzt. Dann überlasse ich dir den Schmuck, dass du den machst und dann die Schwede. Ja, die Glyphen mache ich dann dazu. Ja, ich schmeiß ihm schon mal die Rüstung ins Inventar, dann kann er die ja schon mal wenigstens anschmeißen. Minus 8 Grad. Wenn er den Handel annehmen will oder wenn er in die Ferne guckt. Hm? Ja, ich handel mit dir. Ich muss ja schon mal die ersten Pfeile abladen. Oh, wow. Sorry. Ja, ich stehe hier, ich habe gerade das Fenster aufgemacht. Ich war schon im Lager heute drüben, habe schon Schnee geschippt. Alles gut. Okay, jetzt pass auf, wie funktioniert das wieder? Ah, okay, okay. Hm. Hätten wir dir die ersten, das sind schon mal die ersten 5, ich spiele nochmal 2 Teile, die ich mit dir handeln muss. Wieso bist denn du Miss Julia? Jetzt bin ich durcheinander. Ich dachte, das ist die andere. Ah. Okay, okay. Ja, ja, alles gut. Hier, die anderen 2 Teile kommen jetzt auch noch. Scherbe, so. Vielen Dank. Reinstecken. Der Rest kommt jetzt gleich. Einfach Geduld haben. Werde ich noch gebraucht oder? Nee, derweil mal geht sich's aus und ansonsten. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Schönen Arbeitstag. Dankeschön nochmal. Man lernt sich gewiss die nächsten Tage mal Zeit kennenlernen. Dann so. Du, immer ein Party kämmen oder eine Aufmachen, es gibt immer jemand da rein. Okay. So. Oder anschreiben. So, wo bist du denn? Ach, hier stehst du. Nimmst jetzt einmal einen Schmuck. Die Stimmt, das Stäbe. war ja der Marsch da auf. Fix. Kleiner Moment. Ja, ja. Bin ich wo falsch reingegangen? Bin schon da, oder? Ach, du bist das. Oh, mein Entschuldige. Ich bin das Master Party draußen. Okay, Dankeschön nochmal. danke derweil, gell? Ciao. Servus, Avidere. So, warte, ich muss zuerst das noch aufwerten. So haben wir da, wo haben wir den Schmuck hier? Ich dachte, du bist das Miss Sarin, Nein, mit der ich rede. Ach, ich sag, da kommst du ja so schnell durcheinander. Also ich habe normalerweise Partychats seit der PlayStation 3 nutze ich ganz selten, weil ich bin auf dem englischen Stil unterwegs mit den Amerikanern oft und das ist so dermaßen lau geworden seit der PlayStation 4, seit 2013, dass ich gesagt habe, Partychat ist nicht der Partychat wie PlayStation 3, deswegen habe ich mich da eigentlich entfernt. Ich tue es halt nur bei Rennspielen noch, wo ich halt ein bisschen Alkohol trinke und dann mein Zeug mache, da rede ich halt gern rein. Bei uns ist es ganz, ganz wichtig, denn die viele Schreiberei nervt die Leute, weil das keiner will. Oh, sorry, jetzt war ich zu schnell. Nicht weiter, weißt? Ja. Ich habe auch hier beispielsweise die ESO-Map, die habe ich zum Beispiel auch auf Englisch und Deutsch da. Jetzt. Stimmt nicht. Nee, ich spiele nur auf Deutsch, weil mir ist das zu mühsam in Englisch, gebe ich zu. So, wusch. Kette. So. Übernehmen. Das tust du Dankeschön. gleich sperren, gell? Ja, Sperren halt, oder? Kannst du sagen. Ja, sperren, Ja, anziehen und sperren. So, dann mache ich dann die Glühen dazu. Das gebe ich mal frei.
man verblüfft ist, weißt du, oder? Wie sagst du? Wie man die Teile verblüfft ist, weißt du. Das ist das da, wo man diese Tickets hernehmen muss, glaube ich, oder? Also ich, Nee, du die... kriegst jetzt eine Glyphe, damit du eine Verzauberung auf deine Waffen und Rüstungen hast. Achso, die Glyph... Jetzt, ja. Jetzt komme ich mit. Das weißt du ja, wie das Ja. geht, ne? Und ich mache da jetzt... das waren die Rüstungsglyphen, Schmuckglyphen, wenn es braucht. Enhancing. Das hätte ich niemals genommen, aber wenn ihr das sagt, Wahnsinn. Krass. Was denn? Das mit maximaler Ausdauermagie, okay, verstehe ich. Das bei Waffenkauf Ja. verstehe ich noch. Aber dann heißt es ja hier mit dieser erhöhten Effektivität der Waffeneigenschaft. Man hat ja dann, man kriegt irgendwo Schwerter, wo man sagt, wow, das ist ein cooles Schwert und man rennt da die ganze Zeit rum. Das mag schon Aber sein, aber das ist die macht nichts. Waffeneigenschaft, oder? In dem Sinne, was halt das Schwert dann noch kann. Und das erhöht das, oder? Das ist die Waffeneigenschaft dann. Ja. Ich wäre da nie drauf gekommen. Okay. Ich bin nicht so auch der World of Warcraft Zocker oder so, also ich bin halt mit sowas nicht groß geworden in dem Sinn, deswegen tue ich das sehr schwer. Da bin ich wirklich ein Noob drin. Habt ihr nicht ein Klo zum Einmauern oder so für mich? Na, ihr war heute schon drüben und keiner kommt in die Arbeit. Ne? Teile tust bitte momentan nicht tauschen, weil das gut ausschaut, das andere oder besser ausschaut. Oh, Weil da steht sie. die Set haben ja ihren Sinn. Ne, das ist ja nur, das nennt sich ja dann praktisch nur das Aussehen, was schon, dass man das Aussehen verändert. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas ändere oder was, in dem Sinne. Ja, nee, manche Das kennt er sagen selber. dann, oh, aber das Schwert, das schaut besser aus und das macht es. Und das stimmt aber nicht, weil es nur im Set und jedes Set ist nicht gleich gut. Dieses Taldock, oder wie das heißt, das was du da hast, wo du gesagt hast, ne? Ja, mit dem Schleichen eigentlich geht's darum eigentlich Ja. nur. Ja, selbst das bringt nichts, glaub Da mir. liegt Brie oder wie das heißt. Ich bin Nachtlinge, ich bin Meisterdiebin. Du brauchst Na. die machen's aus. Weiß nicht, ja. Ja, Seitdem ich glaub das mir, hab. Ich spiele seit 11 Jahren. Ich spiele seit 11 Jahren Nachtlinge. Ich bin Templer, ich bin Heiler. Schon wieder Seit anders. 8 Jahren DD. Und wisst ihr, der kennt mich aus. So, das tust du jetzt alles verblüffen. Ich gehe derweil aus. So, und komm gleich wieder. Alles gut. Danke schon erstmal. Schauen wir uns den Rest an. Ja. Diese freigeben und sperren und freigeben und sperren, nehmen. Mittel, aha, schwer, sehr gut, cool. Dorel. Das ist... Die Live-Zuschauer, die werden sich auch denken, was zum Teufel macht der gerade. Geben hier. So, weiter, gib mir meinen Kaffee, dann fängt es auch an. Jesus. Tja, ich wollte ja unbedingt wieder einen Liter Kaffee machen. Nee. Was mache ich jetzt mit den anderen Sachen eigentlich dann mal? Da würde ich mal sagen, schmeiß weg das Gelumpe. Ja. Ach, nicht doch ablegen. Sie meinte ja so, das mit den Glyphen verzaubern. Ich denke, sie meinte die Schwert oder so. Da muss ich nochmal fragen. Dass ich jetzt irgend so einen Mistbock baue. Ist die schon wieder da? So, ich bin wieder da, ja. Hast du ein eingebautes Klo in deinem Stuhl oder wie? Nee. Gibt's. ich hab's gar nicht. Ja gut, meine ist auch nicht größer. 56 Ja. Quadratmeter. So, Delena, schauen wir mal. Jetzt sagst du mir mal, was für eine Klasse du eigentlich spielst. Was ist das für eine Klasse?
Da gehe ich Charakter, ne? Nee, du brauchst gleich auf so ein Ding gehen. Nachtklinge. Charakter, genau. Nachtklinge. Von Anfang an schon. Du bist eine, Und ich möchte es auch nicht ändern. eine Nachtklinge und bist ein Nekro, oder was? Dunkelelf, Nachtklinge, Ebenherzpack. Das mit Necro eigentlich weniger, ne? Das ist auch wieder gemischt bei mir. Also das ist bei mir... Ja. Warte mal schnell. Nein, nein. Ich werde jetzt... Hast du Unterklassen? Nein, Ja, hast du ja. nicht, gell? Die habe ich auch schon zu 55%, glaube ich, alle durch. Bei 50. Jetzt warte mal. Wo steht denn das jetzt wieder? Weil das ist nämlich da, was ich da habe, meine Nachtklinge. Bin gerade wieder am Verzweifeln. Ich muss gerade wieder schauen, wo das wieder steht. Mein Gott, Fertigkeiten natürlich hier. Fertigkeiten, ja. Also da habe ich jetzt Auslaugen drin, zwar noch Morgenröte und Knochentyrann. Das ist aber dieses Morgenröte und Knochentyrann, die level ich noch auf. Die werde ich höchstwahrscheinlich wieder ändern, weil dieses Auslaugen, also eine Klasse musste behalten. Das ist ja diese Nachklingen-Sache, da musste man eine, genau. Eins davon musste behalten, ja. Kann man zwar, glaube ich, ändern zwischen der Nachklinge nochmal, aber... Ich würde dir empfehlen, für die Nachtklinge als Unterklasse den Zauberer zu nehmen. Und zwar die dätrische Beschwörung. Da hatte ich jetzt letztens Sturmrufe, die wird ziemlich gut, aber auch nur wegen der Magie, ne? Deswegen, Nein, alles gut. Nein, dätrische Beschwörung ist Okay. den explosiven Begleiter statt drinnen. Du brauchst nämlich die dätrische Beute und die Zwielichtmaterialien, die Heilschwingen, die brauchst du. Das sind diese aktiven Fähigkeiten, richtig? Ja. Okay, Ja. ja. Und unten die passiven natürlich alle. Mhm. Ja, die sind kein Thema. Ja. Und ich habe beim Arbeitsfürsten, also den Necro, habe ich als zweiten drin. Da bin ich auch schon gewesen. Oder bin ich hier noch drin? Ja. Ja. Lass raten. Grabfürstin. Ach, Grabfürstin, ich wusste es. Zum Beispiel, ich bin ja nur One-Pass-Hock. Ja? Mhm. Weil ich aufgrund von meinem Rheuma und von meiner Arthrose mit den Fingern nicht mehr so schnell schalten kann. Okay, das kommt mir. Okay. Ich habe zum Beispiel beim Necro drinnen den Skelettschützen. Skelettmagier, glaube ich, ist das, oder? Nein, Grabesfürst. Und da brauchst du natürlich auch alle passiven Fähigkeiten, weil du musst ja mal schauen, was die alles geben und wieder zurückgeben, ne? Ach, du meinst jetzt gerade die Passiven. Jetzt komme ich schon mit. Ja, ja, ja. Ja, die passiven. Ja, die sind kein Thema. Ja. Ja. Man kriegt da sowieso Dann diese brauchst du, ja, den Punkte zurück und Zerstörungsstab. deswegen. Ja. Habe ich, ja. Aha. Da hast du gesagt Blitz, oder? Da hast du gemeint Blitz. Ja, den Blitzstab, Flammenstab Genau. auf der Backbar und Blitzstab auf der Front. Weil mit dem Blitzstab kannst du Magika renzen. Du brauchst die Magika. Das heißt rein theoretisch, ich darf trotz alledem, ja, ihr sagtet ja auch gerade eben, Zerstörungsstab, entweder nur Zerstörungsstab oder Klingen. Aber jetzt hat er natürlich das mit beinhaltet, dass ich auch Klingen hernehme und gleichzeitig den Zerstörungsstab als Zweitwaffe oder Erstwaffe ist. Das spielt ja keine Rolle. Die Klingen, die Dolche Arkanischen, nicht bei der Nachtklinge. Mhm. Ja, und da brauche ich, also beim Blitzstab, da brauchst du die Blockade. Unbedingt. Also nur, dass ich das jetzt weiß. Nachklinge definitiv. Arkanist. Ne, Nekromantin, Entschuldigung, Nekromantin und Zauberer. Necro kannst du Zauberer, ja. Du kannst auch Arkanist, aber da habe ich keine Erfahrung mit Arkanisten. Na, das ist, als ich gesehen habe, dass man mit Runen arbeiten muss, habe ich mir gedacht, nur diese Rune am Boden hinschmeißen, das ist mir zu dämlich. Das geht gar nicht. Das ist zu wild. Ja. Wie ein Arkanist. Was hättest du dann bei der Nachklinge drin? Meuchelmord, Schatten oder Auslaugen? Nein, ich habe bei der Nachtklinge drinnen Meuchelmord. Habe ich auf 50, okay, passt. Aber da brauchst du nur die Passiva Mhm. und den unermüdlichen Fokus. Das heißt, die vierte, also na, 1, 2, 3, 4, die fünfte Fertigkeit nach der Zielmarkierung, da den unermüdlichen Fokus. Grimmiger Fokus heißt der, ja. Ja, bei dir heißt es anders, dabei Ja. du das. Aber ich weiß schon, wie du meinst, da kann man, wenn man 5 dann erreicht hab hat, ich das auf ändern. Unermüdlichen, das ist eine Oder 4. Ausdauerfähigkeit. Mhm. Weil
weil es erhöht die Wertung von der kritischen Magie und Waffentreffer und die Kommunikation um 10 und ist um 10 erhöht. Schwere Angriffe machen 2, dann bei 4 und was weiß ich, dann machst du 18.000 Seifenschaden. Jesus. Und. Du kannst schon einen spektralen Pfeil abfeuern, der macht immens viel Schaden. Mhm. Ja, also das einmal eine tun mit dem Üben. Und dann hast du drinnen, was brauchst du noch? Leichte Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung natürlich als auf 50. Die sind oben. Geht überall als aus. Bis auf leichte Rüstung. Filtern, ja. Dann musst du machen die Ausgrabung, hast du? Level 9 erst, ich bin immer dabei. Ich mach's eigentlich gern. Das passt. Excavation. Level 9 ist gut, weil Level 8 brauchst. Also die Ausgrabung ist wichtig. Dann, was habe ich da noch drinnen? Bei der Kriegergilde brauchst du zum Beispiel auch. Unter anderem wäre wichtig die Stachelfalle. Da habe ich zwar Level 10, aber da habe ich nie Punkte hergenommen, weil die Kriegergilde Ja, hat mir keinen Sinn gemacht, weil ich halt auf Magier nie gegangen bin. Die vierte Fertigkeit nach Meisterjäger? Bestienfalle meinst du? Ja, Mhm. danach. Bestienfalle, die ja. Stachelfalle. Ah, okay. Ja. Mhm. Zum Beispiel. Dann bei der Magiergilde, was habe ich da drinnen? Da habe ich auch die Passiva alle drinnen. Dann habe ich den Eiskomet, die Ulti. Dann die strukturierte Entropie, kannst du gut gebrauchen, das ist die zweite Fertigkeit. Mhm. Die habe ich auf 4, ja. Achso, die kann ich da lassen. Ja. Die Unerschrockenen. Ganz schlecht, ganz schlecht. Level 1, bisschen. Das. Oh, ich habe das noch nicht angefangen. Blutiger Altar, den habe ich schon. Ja, den blutigen Altar habe ich zwar schon auf 4, dass ich weitergehen könnte auf was anderes. Aber ansonsten, ja. Weitergehen. Du brauchst, es wäre vielleicht nicht schlechtes Knochenschild, das ist ein Schutz für dich. Mhm. Oder die mystische Kugel brauchst. Weil die mystische Kugel macht Schaden. Das ist halt bei mir noch nekromantische Kugel. Hast du was meinst? Ja, ja. Weil die macht Schaden und gibt dir Magika und Ausdauer zurück zum Teil. Ja, und die Passiva brauchst. Schnellstens leveln könnte ich das mit dieser unerschrockenen Gilde praktisch. Da gibt es ja diese Mission. Ja, Das geht schneller, oder? Dann, so gesehen. Ja, ja geht auch schneller, ja. Ja. Okay. Dann kannst du leveln, wie ist damit bist du BVB? Bayern-Fan. Nein, nicht einmal das. War Scherz. Ich weiß, was BVB Ja. ist und ich bin Stuttgart-Fan, gell? Okay. Und ich bin Österreicherin. Das hast du schon gesagt, ja. Ja. Du brauchst im Allianzkrieg beim Sturmangriff, würde ich die erste Fähigkeit machen. Das ist der Elan, oder? Mhm. Ja. Ja. Und dann brauchst du deine Volksabstammung komplett. Habe ich komplett drin. Die Alchemie auf 50. 30, bin dabei. Ja, da brauchst du dann alle 3 Punkte in der Heilkenntnis. Bis man das ganze Vita immer sammelt auf den ganzen Gassen da und die Feldern, das dauert ein bisschen. Ich sammle schon fleißig. Ja. Okay. Da brauchst du die Heilkenntnis, wäre wichtig, 3 Punkte. Okay. Dann das ist der Schmied, Schneider. Dann beim Versorger. Da habe ich 50. Da ist eigentlich ziemlich alles drin, bis auf Küchenhilfe und Gourmet. Okay, du brauchst aber den Gourmet, weil deine Speisen, die du selber brauchst oder machst, halten 20 Minuten länger. Jetzt bin ich bei 10, genau. Okay. Ja, also du brauchst 3 Punkte in Gourmet, 3 Punkte in Connoisseur. Das sind Getränke, ne? Ja, genau. Ja. Ja, seine Getränke, die halten länger an. Und beim Zauberer brauchst du gar nichts, außer du levelst den so mit, damit du dann nochmal Glyphen machen kannst. Selber. Deswegen bin ich da bei 26. Das war mir jetzt nicht so richtig. Das mit dem Versorgen, das war eigentlich. Ja. Du machst ja die Handwerk-Delis jeden Tag. Zerstöre ich und bastel wieder was und die Glyphen halt. Nee. Du kannst Delis annehmen. Okay. Ja. Dann kannst du jeden Tag Alchemie gucken, Schneidern, Schreinern. Ah, das ist das mit den Rezepten, oder? Wo du hingehst immer zu denjenigen Leuten, zu den NPCs, kann es sein? Auf der Tafel
reisen wir jetzt einmal hin. Jetzt reisen wir mir gleich am Bad, ich sag das. Weil da gebaut haben wir alles. Ich habe zwar noch nicht alles drin und gesperrt, aber die Hälfte habe ich. Ja, das habe Ist ich das, da jetzt, was ich das ist dieser komische Pfeil, der immer bunt ist? Ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Magenta, ne, blau, gell? Ja. Ach, das sind die Pfeile mal. die Tafeln und nachher kannst du dir das anschauen. Zack, weg ist sie. Ja, warte noch. Jetzt da falsch abgestand. Kenn ich. Ja. Ja, die Leute stehen halt irgendwo. Meistens geht zur Sturmklippe. Nichts kostet, Da war es anders. So, jetzt kannst du zu mir reisen. Also ich gehe jetzt auf die Karte, dann gehe ich raus, dann bin ich... Nein, du gehst einfach auf Soziales, Hi. Billigen, stressfrei, Mitglieder und suchst die richtige ÖSE. Und dann klickst du die an und gehst zu Mitgliedreisen, wie das heißt. Zum Spielerreisen. Genau. Zu Spielerreisen, genau. Da landest du genau da, wo ich bin, beim Wegschreien. Du landest immer am Wegschreien. Ist das wieder billig, weißt du? Ja. So ein bisschen cheaten irgendwie. Das habe ich lange gebraucht, bis ich das begriffen habe. Weil meistens zahlst du halt dann und wenn du wirklich den nicht halten kannst, dann zahlst du halt deine 900 goldenen Dinger da und deine Gold. Und das ist dann, ja. Deswegen reise ich immer zu meinen eigenen, ja. Genau. So, bist du da? Ja, noch wegen PlayStation 4 Pro brauchen wir so lange wahrscheinlich. Weiß nicht. Ah, okay. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Ah! Wie ist denn da? Scherz. Wo steht sie denn? Okay, ich sehe die schon. Ich lade jetzt einmal in Gruppe ein, weil dann tun wir uns leichter. Weil dann sehe ich die. Wo poppt denn das eigentlich immer dann auf? Muss man gerade selber schauen. Nirgendwo, glaube ich, ne? Auf dem Bildschirm. Doch, jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Ja, lass mal Zeit. Ich muss auch suchen. Da muss ich aber permanent bei dir in der Nähe stehen. Ne? Das geht jetzt nicht, wenn ich hier auf einer anderen Karte bin. Wohl, weil dann machst du einfach die Karte auf und Ach so. dann siehst du einen Pfeil. Das kannst du Kenn ich, ja. Hast du das eingeben bei den Dingen? Nee. Einstellungen. Ja. Ich sehe schon, ja. Also ich habe manchmal auch so Gruppen dabei, da wo man dann sieht, wo die hingereist sind. Das ist dann wie so ein Dreieck. Du siehst diesen Pfeil. Die reiten und das weißt du ja, oder? Beim Stall, wie das geht. Wie meinst du das? Reiten wie? Also ja, da hier, dass du deine Reitgeschwindigkeit, wenn du die ansprichst, ja, alles gut. Da bin ich glaube ich bei 54 oder 56 schon. Okay, Achso, die Geschwindigkeit. Na, das schaut schlecht aus. Da bin ich bei 5. Ja, dann jeden Tag kannst du das machen. Also jeden Tag deswegen bin ich auch immer hier. Also jeden Tag gehe ich rein und bin immer beim Stallmeister. Egal wo ich bin, das ist das allererste, genau, wo ich mich auslogge und einlogge. Genau. Ja. Genau. So, dann gehen wir in die Stadt rein. So, der darf ich vorstellen, da nur Leberu, unser Gildenhändler. Wir haben einen neuen Gildenhändler, wo du deine Sachen verkaufen kannst. Da kannst auch du, wenn du sie anklickst. Also meistens ist es so, ich verwerte sie zwar, aber okay, ja, warum nicht? Du siehst ja, was die Leute so verkaufen. Jeglichen Ding bringt nichts zu verkaufen, verstehst du? Jetzt ist halt so, bei mir steht ja Verkaufen da, ne? Aber bei mir steht ja Suchen da. Ja, durchsuchen, dann klickst du einfach unten auf Viereck, vorschauen, da kommen die ganzen Seiten, wo alles verkauft wird. Bei mir ist halt jetzt noch, weil noch keine Berechtigung da ist, euer Gildenrang ist nicht ausreichend, um Gegenstände im Gildenladen anzubieten. Ist klar, oh mei, das dauert, klar. Nee, was heißt Gildenrang? Du kannst schon nicht verkaufen, aber kaufen kannst du, ne? Maximaler Preis. Heilige, wer hat denn so viel Kohle oder Gold? Ja, leck mich am Arsch. Ja, ich weiß schon, maximal, aber das ist ja Irrsinn. Ja, ist das. Da ist kein Wunder, also nach 10 Jahren. Okay. So, okay, gell? Dann gehen wir weiter. Dann schauen wir. Das ist die Tafel. Handwerksschriebe. Da kannst du deine Aufgaben annehmen, die täglichen Dailies. Wo wir dann auch gesagt haben, okay. Ich glaube, das bringt immer einen Rang ungefähr. Ungefähr. Ja, das habe ich mal ganz am Anfang gemacht. Sondern es gibt pro Tag
pro Charakter 5000 Gold. Wenn du die Dailies machst und die sind in 5 Minuten erledigt. Deswegen habe ich angefangen, mich zu fragen, ohne dass ich Google hernehme, was bringt am meisten Geld. Und das war halt bei mir die, ich nenne das Extraction, dass man halt dann praktisch zum, wie sagt man da, Ausgrabungen geht. Das war halt so, das, bis ich dann gemerkt habe, die goldenen Sachen bringen kein Geld. Nee, Leider. Bringt, wenn du 2, 3 Charakter hast, ich meine, ich mache die Woche 35.000 bis 40.000 K nur mit den Handwerksdailies, die ich in 5 Wow. Minuten gemacht habe. Ja, also die unbedingt machen. So, was wir noch schauen müssen, ist beim Championsbaum. Hast du den? Championsbaum, Ach du mal. Ja. Moment. Ja, soziales Champion, das klickst an und dann siehst du deine 3 Bäume, grün, blau, rot. Da ist halt so, ich habe eigentlich nur investiert in diese, ich sage ja zum Beispiel beim Krieger, glaube ich ist das. Das ist immer die Vitalität und Verstärkung, Verjüngung. Ich bin jetzt nicht spezifisch irgendwie, dass man 10 Punkte haben muss, dass ich da irgendwo drauf gegangen bin, weil da gibt es ja dann noch eine untere Klasse noch, da wo man dann nochmal irgendwie auf 50 hochgehen kann. Das ist schon, das ist heftig. Punkte, weil je besser die Punkte, umso besser ist dein Schaden, umso besser ist dieses, jenes. Der Championsbaum hilft dir schon bei deinem Charakter. Ich habe halt da, wie gesagt, habe ich halt beispielsweise jetzt bei Arkane habe ich zum Beispiel Arkane Überlegenheit, da habe ich jetzt zum Beispiel alle 50 Punkte schon drin. Und dann kommt ja auch Aggression, Magie und Waffenkraft. Das ist der blaue, warte mal, muss ich nochmal rausgehen, wie der heißt. Macht, here we go. Beispielsweise Macht. Ich nehme immer alle 3 her und ich level halt immer aus, wie Ausdauer zum Beispiel, Magie, dass ich ja praktisch mehr Magie habe in Sachen, wie sagt man da dazu, dass halt meine Magie nicht so schnell ausgeht in der Leiste. Die level ich bis auf 50 hoch und dann nehme ich mir andere Sachen immer vor. Aber spezifisch auf irgendwas raufgehen, da gehe ich nicht hin. Das ist, wie gesagt, bei Macht zum Beispiel habe ich diese arkane Überlegenheit. Wo ist Macht bei dir? Das ist der mittlere Baum. Der bläuliche. Ja, aber wo? Oben, Da gehst du rechts, dann steht da arkane Überlegenheit. Das ist ganz rechts. Die sind nicht im Baum selber drin. Macht, meinst du? Zum Beispiel, ja. Ungezügelte Aggression oder endlose Beständigkeit. Ja, was du da unbedingt brauchst, ist zum Beispiel die Durchdringung, alle Punkte. Du brauchst alle Punkte in Waffenexperte, weil natürlich dein Schaden erhöht durch die Angriffe schwer und leicht. Wie gesagt, da muss man 10 Punkte erst haben und bis man da levelt, tut man sich ganz schön schwer. Du bist noch klar, du hast, ich meine, ich habe ja über 1000 Punkte, ne? Ja. Aber du brauchst, also da, auf diesem Baum zum Beispiel. Macht, oder? Macht, ja. Ja. Brauchst du, also erweiterte Macht brauchst du überall alle Punkte drinnen. Die wären ganz, ganz wichtig, außer, was du nicht benötigst, ist die Naturgewalt. Die brauchst du nicht. Die bringt dir nichts. Ja? Ah, da ist die erweiterte Macht. Ja. Da solltest du die Punkte setzen, außer Naturgewalt. Dann weiter tödliches Zielen, Traumatur brauchst Punkte, dann Waffenmeister unbedingt, weil es natürlich den Schaden erhöht pro Stufe. Und dann kannst du deine Punkte verteilen. Ich habe meistens 3 arkane Überlegenheit. Ich habe ungezähmte Aggression drin, weil es nochmal die Magie-Waffenkraft erhöht. Also du musst immer schauen, was du brauchst. Ja? Ist bei mir, ich habe bis jetzt noch nicht die Neuverteilung gehabt. Man zahlt, glaube ich, 3000 oder was, glaube ich, waren das, wo ich mal angewählt habe. Also ich bin da noch offen. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt da reingekommen bin, weil ich mir gedacht habe, dieses Champions-Ding, das kostet ja so viel Zeit. Dann mach einfach einmal diese erweiterte Macht, dass du da mal schaust, dass du da die Punkte überall rein. Du brauchst den Kriegsmagier, Kampfmeisterschaft, kräftig, Waffenexperte, Ausnutzer, makelloses Ritual und so. Weißt, da brauchst du bis auf Naturgewalt alles da drinnen. Aber diese, also praktisch diese arkane Überlegenheit, da hast du noch nie was gemacht? Erhöht eure maximale Magika? Ich mal 10 Punkte rein dann, aber ich hol mir die Magika über meine ganzen Glyphen, über Rüstungsteile, meine Rüstungsteile, was ich hier habe. Weil ich trage ja zum Beispiel jetzt bei meiner Nachtklinge, trage ich Feldwebel, Schleimkopf, das ist die Monster, und Nulllade. Also auf gut Deutsch. Nulllade ist zum Beispiel ein Set, ja. Das musst du in einem 12er Raid farmen gehen. Jesus. Ja, Schleimkopf ist zum Beispiel Dungeon Endboss auf Veteran. Dann
Der Schleimkopf, der steht ja gerade vor Meister. gegenüber. Ja. Feldwebel ist zum Beispiel ein Dungeon, Kanalisation von Wegesruh. Mhm. Da tragst du den Schmuck und die Stäbe. Also es gibt ja dann Sets, die wesentlich besser sein, die dir als DD viel mehr bringen. Ich meine, wenn du halt einen Raid laufen willst, dann brauchst du den Schaden unbedingt, sonst stehst du 3 Stunden an so einem Fuzzi-Boss, ne? Ja, ich sag schon, die normalen Gegner, die... Leute rein, ja. Ja, okay. Deswegen. Hatte ich noch nie den Genuss dazu, aber... Du jetzt einfach einmal Questen leveln und wenn du willst, dann können wir jetzt probieren, den Boss machen, Manimanko. Ich muss erstmal alles ausrüsten. Oder du schon mal ausrüsten, du schon mal schauen, mach schon mal alles. Und Muss nicht heute sein, wie gesagt. Geht das in Ordnung? Ja, freilich. Ich probiere mich selber aus. Online. Ich bin Ja. ja die Gildenleiterin. Ich bin fast jeden Tag online. Ne? Es kann sein, dass ich es gerade nicht liest, weil wenn ich bin Housing-Expertin. Wenn ich Housing mache, dann sieht man es oft nicht, wenn einer Nachricht schreibt, dann einfach normal anflüstern oder anschreiben oder Party aufmachen. Ich komme dann sowieso rein immer, ne? Oder ich mache selber Party auf. Ganz am Anfang noch, ich möchte noch mal ganz schnell sagen, also ich hatte mal viele Freunde und das auf der Playstation. Und das ist ja mit der Playstation 4 langsam weggegangen, weil sich da einfach nichts ergeben hat. Ich bin Einzelkämpfer, rein theoretisch in dem Sinne. Ab und an, das habe ich auch so geschrieben, brauche ich mal hier und da mal Hilfe. Ich helfe auch gerne aus. Ja, das ist kein Problem. Aber das ist so selten der Fall, ja. Reingehen und Raids laufen, da haben wir dann eine eigene Gilde für Raids. Da Mhm. sind dann schon die wirklich guten drinnen, wo man das nicht nur auf Veteran laufen, sondern im Hard-Mode und. Wir haben hier die stressfrei, da kriegt jeder Hilfe, wenn er braucht, wenn er benötigt. Was halt angenehm wäre, ist immer ein Headset, weil mit der Schreiberei wirst du deppert. Das habe ich glaube ich vorher schon geschrieben, weil da kriege ich einen Fingerkollaps. Ja, du So. kommst nicht mehr nach. Na, geht das nicht. ist, wenn man sprechen kann. Ja. Der zweite Ansprechpartner, wenn du hast gesehen, die Leute sind hilfsbereit, sie helfen dann gleich, fragen nach. Wenn du sagst, du brauchst Hilfe, Weltboss, immer dazu schreiben, wo du Hilfe brauchst oder bei was. Nicht einfach, ich brauche Hilfe. Ja, was beim... Na, das kenne ich schon. Farmen oder... Alles gut. Das Ja, ich habe jetzt schon viele Gilden gehört. Ja. Ja. Nein, explizit, wo das auch ist. Ansonsten, Ja. was jetzt Sachen betrifft, zwecks wegen der Sets, was optimal wäre, was man machen könnte, wie man die Rota fährt, damit man halbwegs ein bisschen, also was für Fertigkeiten man benötigt, ist unter anderem mein Stellvertreter, DJ Disc. Okay. Wäre ein guter Ansprechpartner, der kennt sich da überhaupt super gut aus. Das ist unser Gildenleiter in der Raid-Gilde und ist da mein Stellvertreter. Und der hilft natürlich da super mit. Ich kann Sets bauen, ich kann Housing-Sachen bauen, wenn du mal auf Housing gehen willst oder was. Und ansonsten einfach reinschreiben, es sind immer Leute online. Manchmal dauert es länger, weil die Leute sind in einem Kampf oder sind gerade in einem Dungeon oder sind gerade in einem anderen. Ja, das ist verständlich, freilich. Also, abwarten. Ja, es gibt welche, die schreiben rein und wenn nicht innerhalb von einer Minute Antwort gibt, gehen sie wieder. Das finde ich dann schade, nicht? Weil die Leute haben ja was anderes auch noch zu tun und manche schauen oft gar nicht. Ja? Es gibt immer was zu tun. Deswegen, ich kenne das. Ich bin nicht so der Zappel-Philipp. Und wenn ich Mob-Intenten immer meine Küche beispielsweise durchwüsst, das wäre mir egal oder was weiß ich. Hab eine längere Sitzung oder muss man zum Boss rüber die Hackschnitzel auffüllen. Alles gut. Ja, Oh mei. du weißt es ist immer irgendwas, was man tun kann und es sind immer Leute online. Wir sind eine recht rege Gilde. Wir haben nur sehr wenige ganz alte Mitglieder, die einmal jetzt Pause machen. Es gibt einfach, solltest du Pause machen wollen und sagen, ich bin jetzt einmal 3 Monate nicht mehr da, dann schreib mich kurz an. Schick mir eine Nachricht, weil dann tue ich die auf nicht kicken stellen. Weil an und für sich werden die Leute, wenn sie 2 Monate, 3 Monate nicht mehr online Ist das? Ja. Na, ist schon klar. rausgeworfen, nicht? Weil Leichen bringen da nichts in einer Gilde. Ja. Aber jetzt was Hilfe betrifft und so, bitte gerne nachfragen, gerne schreiben, aber halt mit Geduld. Also wie gesagt, jetzt habe ich die Manche Sets drin. überlegen, Ja. Weil ich habe zuerst auch überlegen müssen, was meinst du?
Weil dadurch, dass ich es auf Deutsch spiele, weiß ich nicht, wie das auf Englisch heißt, ich weiß nicht, wo du warst, dann habe ich schon gewusst, was du meinst. Und ich weiß, dass ich da Leuten schon geholfen habe. Okay, na, das ist alles Weil gut. die zu klein waren, gell? Also das funktioniert, nur da müssen wir halt eine Gruppe machen und dann kann man das angehen, dann kannst du den abschließen. Okay, also ich werde erstmal, die Sets habe ich jetzt beieinander. Herzlanderoberer und Kettenspringer. Genau. Es hat sich eh nichts verändert jetzt an der Ansicht, sage ich jetzt einmal, von der Dame hier. Alles gut, das hätte ich sowieso. Das andere ist halt, jetzt muss ich erst einmal schauen, wie komme ich damit klar. Magieregeneration ist jetzt bei 726 unten. Hatte ich vorher was mit 10.000 noch was. Alles gut, erstmal schauen. Du brauchst Ding, wenn du bei Charakter, was hast du? Ich habe zum Beispiel nur 9 Punkte in Leben und dafür 55 Punkte in Magiker. Warte mal, wo ist das? Erweiterte Werte oder? Nee, bei Charakter. Geh bei Charakter rein. Ach so, du meinst die Attribute? Ja. Da habe ich 21, 22, 21. Ich wollte es ausmitteln. Ja, du tust einfach fast alles in Magiker, weil Leben kriegst du so oder so mit Buffwood. Apropos Buffwood, was für Buffwood nimmst du? Oh mein Gott. Das sind Sachen, damit beschäftige ich mich normalerweise nicht. Ich schaue gerade. Buffs, ja, Buffs. Voll. Wow. Weil du tust jetzt zum Warte mal, Beispiel das ist hier, mit glaube ich. Essen, kannst du deine Magik erhöhen, du kannst dein Leben erhöhen und. Fragt wäre zum Beispiel, was haben wir drinnen? Das ist jetzt das der Dätrische. Hallo, morgen Mike. Guten Abend. Ich habe zum Beispiel, wo habe ich das jetzt? Ja, Zuckerschädel, aber jetzt die Nachklinge ist nicht nur Die Matschbirne bin ich heute, ne? Zuckerschädel nehme ich eigentlich, wenn ich Raids laufe oder verließe. Ach, das heißt so. Oh, Entschuldigung. Ja, das heißt so. Oh, mein. Ich sag ja. Mike hast die Zuckerschädel. Er hat eigentlich dich gemeint. Habe ich gedacht. Oh mein. Ah, ja. Ja, okay, okay. Und zwar nehme ich da immer das Zonenstärkungsmal. Von dem Ritzel jetzt. Einfach Buffwood gibt dir Leben, Magiker und Ausdauer. Hast du das? Nutzungsgegenstände. Ja gut, jetzt habe ich gerade nichts drin. Ich koche eigentlich ziemlich gern. Das heißt, also Ja, hier in dem Spiel natürlich. Tust du Ja. an und für sich und ein Stärkungsmal. Du kannst aber reinnehmen das Gebäude Hexenmutter. Sagen wir es mal so, gehst du eher auf Regeneration oder auf das praktisch mehr Gesundheit oder Magiker da ist? Ist das ist das so Regeneration dann? Nein, das ist Max Leben, Max Okay, Magiker, das wollte ich wissen. Max Ja. Ausdauer. Keine Reck. Die Reck brauchst du nicht da. Okay. Also entweder du nimmst, wenn du jetzt normal Queste schon farmen gehst oder so verschiedenes machst, nimmst du das Krone-Stärkungsmal, weil das kriegst du gratis, aber geschickt, ne? Mhm. Ich schaue weil in die Belohnungskisten rein, in der täglichen. Oder du machst dir das Gebäude Hexenmutter. Bei mir ist jetzt gerade die Frage wegen der Klassenänderung. Ich muss ja eigentlich jetzt ändern, so gesehen. Jetzt bin ich halt gerade noch dabei mit der Zorn der Morgenröte und Knochentyrannin, dass ich halt das eigentlich noch ein bisschen aufleveln wollte. Das kostet nicht viel, klar. Könnt jetzt hingehen, aber. Das ist dabei drinnen und machst das. Und als nächstes nimmst du dann den Zauberer, dann nimmst du nachher die Nekromantin auf jeden Fall dann noch. Ja, Nekromantin. Ja. Nekromant kannst du rein tun, genau, den Ja. brauchst du auch noch. Also ich Aber zum Beispiel Dulei- zähle auch einen Zauberer rein, also wirklich rein Zauberer, aber es Ja. ist halt auch ein PvP-Tab. Okay. Da ist es sinnvoll, aber Da ist es PvE sinnvoll. musst du auf Ja. jeden Fall mit den Subclasses arbeiten. Zumindest einer, ja. Meistens hast du zwei, wobei bei der zweiten direkt geben und. Ja. Also ich fühle mich halt ziemlich gestresst, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Magiker, ist jetzt alles aufgebraucht, dann gehe ich über zum Schwert, weil dann habe ich noch Ausdauer, dann lädt sich ja in der Zeit wieder das andere auf. Deswegen nutze ich immer zwei Sachen. Ja, wenn deine Magiker leer ist, Ja. dann mach einen schweren Angriff mit deinem Blitzstab. Mhm. Ja, das habe ich mitgekriegt, ja. Lädt sich das wieder auf, ja. Regeneriert sich die Magiker. Ja. Und Tränke nimmst du auch noch für sich als Magiker. Ich habe da die habe jetzt gar nicht drin, den Trikots drinnen, aber
aber du kannst auch hier nehmen. Ich habe die Standardtränke für Magica. Also die kriegst du ja auf den ganzen Inis die ganze Ja, Zeit. Nee, meistens nimmst du das Kronen dreifach Wiederherstellungstrank. Also immer wenn geht. Da glaube ich, habe ich noch 400 Stück davon. Tribot. Mhm. Da kriegst du ja jeden Tag so einen Haufen, dann geht sich das schön aus. Also von daher. Dürfte ich definitiv noch welche haben, ja. Dreifachtränke oder du nimmst die Essenz des Lebens. Das heißt, du kannst da das rein und stellst sofort Leben wieder her und die Lebensrecke ist erhöht. Ist an und für sich, ja, ich hab's halt einmal gemacht, weil für einen Quester ist das so. Genügt es vollkommen. Ja? Richtig, ja. Ja. Guten Tag. Ne? Ja, Ne, guten Morgen. Morgen, Hermann. Deswegen sage ich immer guten Abend, wenn es morgen ist. Das ist so. Ja, lange nicht mehr gehört. Genau. Und dann ich wollte jetzt noch schauen beim Championsbaum, beim grünen. Geschick. Das ist der Fallschaden. Beim grünen Baum tu die Fallschule rein. Wanderer, Fallschule. Das wollte ich mal erst, ja. Ich spring gerne von Klippen runter. Und wenn ich es nicht überlebt, dann gibt es immer diesen kleinen Kristall, der wiederbelebt mich. Macht natürlich die Rüstung ein bisschen kaputt. Ja. Meistens überlebt halt das Sprungtier nicht. Ja, beim grünen Baum ist ganz wichtig der Rationierer. Die Effekte von Speisen und Getränken ist noch einmal erhöht. Das ist, glaube ich, links 10 gewesen, ne? Minuten flüssige Effizienz. Und ansonsten habe ich da ja Meistersammler, damit du einmal das wertvollere Gegenstände farmst und Außer Sicht musst du auch haben, oder? Ich glaube, diese Außer Sicht musst du auch haben, wenn du sagst, du bist der Meisterdiebin oder wie du gesagt hast. das habe ich inzwischen raus, da weil ich Oh. schon bin's. Okay. Inzwischen bin ich schon so gut, ich mache meine Unsichtbarkeitstränke selber. Da bin ich 5 bis 10 Minuten unsichtbar und dann gehe ich klauen, was geht. Jesus. Ja, Hast du die Nachtklinge? ja. Ja, ich bin eine Nachtklinge. Bin Boah. eine kleine. Ja, ich auch. Ich bin gerade am Arbeiten. Ich komme ja nicht klar mit. Was denn? Ich bin hier auf Stufe 47, erst noch ziemlich klein. Ja. Und ich habe hier, also mit Kämpfen ist bei dem ja nichts drin. Und ich komme, also, keine Ahnung, ich habe mal gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich da alles so reintun soll hier bei den Fertigkeiten? Ja, genau. Ja, es ist ja so, ich habe eine Wandbar-Nachtklinge. Ja, der soll ja nur klauen und töten. Jesus. Klauen und töten. Das Der habe will's ich am wissen. Anfang die erste Leiste, also die Frontbar, Schreinerei ist das, ne? weil ich für mich am einfachsten zum Spielen und ich mache bis zu 96k Schaden mit der und das genügt Oida. für die offene Welt. Ja, Das ist Hardcore. Was du brauchst an Fertigkeiten bei der Nachtklinge, wenn du klauen gehen willst, werde ich dir jetzt gleich sagen. Und zwar brauchst du da. Das ist Schreinerei wäre es. Das habe ich jetzt wieder auf der anderen. Was? Ich mach das jetzt anders. Gerade einen Moment, gell, Hermann? Ja. Mach mal anders. Ich bin hier noch vom Bier, das ist auch nicht gerade gut, ne? Was bist du? Vom Bier. Ja, Vampir, du weg. Jetzt habe ich verstanden, der trinkt jetzt Bier. Ja. Ja, das hat mich einer gemacht hier, der wollte mich hier um die Nachtklinge machen und. Okay. Ja. Du hast früher Vampir gespielt auf der Nachtklinge, das Oh. stimmt, Hermann, aber Das wäre mein ist Ziel, schon ja. lange nicht mehr. Also ich hab Okay. ich hab einen Vampir, das ist ein Handwerker, damit ich jemanden beißen kann und ansonsten, aber mit meinem Hauptcharakter habe ich es raus, und das brauchst du nicht. Ne? Du Warum kriegst ja? da ja einen Haufen Schaden drauf, ne? Meine Lebenslinie läuft ja auch nicht mit. Sie wird dann stehen und. Ja. So, jetzt pass auf.
Passt, oder? Normal. Beide, okay. Ja, meine erste halbe habe ich heute schon. Ich bin in die Arbeit gegangen. Kein Arbeitskollege ist gekommen. Ist so in der Richtung von, alles ist ausgemacht gewesen. Dann der Bauleiter so zu mir, was machst du in der Arbeit? Sage ich, Hackschnitzel auffüllen, aber irgendwie kommt auch keiner. Ja, das habt ihr alles ausgemacht. Sage ich, ja, ich habe sogar am Samstag meine Arbeitskollegen angerufen, warum muss ich das eigentlich mal, etc. bla bla bla. Keiner geht ran und wer dann dran gegangen ist, ist dann so gewesen, um 6 in der Früh bin ich dann im Lager drin. Keiner war drauf. Also habe ich meine erste halbe aufgemacht, um halb 7. Hilft nicht. Einmal. Soll ich mal Dingens freigeben hier mal den Shareplayer? Dass du mal drüber guckst. Ja, kann ja mal machen, ja? Ja, mache ich das mal. Warte. Warte, ich steige jetzt da aus. Ja. Dann kannst du mal drüber gucken. Ich komme die Nachtklinge überhaupt nicht klar, was du mich da eingestellt hast. Also. Shareplay ist so cool. Ja, da komme ich ja nicht klar mit. Muss mir dann sagen, dann ja, wenn du fertig bist, dann. Ich bin fertig, ja, du kannst starten. Dann, ja, dann mache ich das. Quartiermeister, wo ist er denn? Habe ich dir geschickt. Ja, ich schau gleich. Ja. Da wollte ich mal einen fragen, ey, Nachklingengeld, dem ich da unterstütze. Also da komme ich ja nicht. Ich habe nie Nachklinge gehabt, ne? Das erste, jetzt war ich da neu. Ja. Und da hat mich den einen da, ich habe verkehrt eingestellt. Ich habe das Markt dazu. Aber der meinte, der wäre besser, ich machen könnte. Naja, aber ich komme ja nicht klar mit. Ja. Okay, Wolger, du bist dabei soweit klar jetzt? Ach, Woljin? Ja, alles gut bei mir, alles gut. Woljin, alles gut. Darfst auch Chris sagen zu mir. Geht denn noch? Wow, was ist jetzt los? Darfst auch Christopher oder Chris sagen zu mir. Ah, Chris, okay. Alles gut. Ja, ich weiß, ich bin gerade am Sterben. Alles gut. Wo bist denn du da? Hier bin ich in Dingens, südliches Erwa, ja. Oh, das tut aber in die Augen weh, gell? Oh, die Ja, Farben. ist rot. Es ist sehr, sehr grell. Ja, weil ich der tot bin bald. Achso. Wow, das ist die Vierer, gell? Immer aufs weiße Licht zu. Nee, das ist die Fünfer. Das ist die Fünfer? Ja, das ist nämlich ganz neu. Da ist nur, weil ich am Sterben bin. Da ist alles rot, ne? Au, der Rest ist so grell. Boah. Es sieht ja besser aus, oder? Genau. Das ist nur Hummer, ne? Da macht der Papier mal besser. Ja, den tun wir weg. Ja, das wäre lieb, das wäre. Boah, da machst du. Ja. Da machst du. Jetzt bist ja du im Shareplay, wie kannst du da eigentlich noch weiterreden? Du hast ja deinen Account verlassen, oder? Oder geht das noch? Achso, das. Ja, in der Party. Also die Konsole selber überträgt dann noch. Ah, okay. Ja. Ja, Technik. Technik, ne? Ja. Ja. Nicht so. So, das nimm mir da jetzt einmal den Ja, genau. Nimm Nimm mal mit den, dir. genau, nimm mal den Schweizbraten. Die haben die Bayern so gerne, ne? Ja, damit wir mal da Leben auch kriegen. Na, du kriegst das Leben nicht auf den. Da ist mit dem blöden Scheiß von Bier da drin. Ja. So, jetzt Ruin fertig. Einstellungen. Audio, Spielablauf, Kamera, Oberfläche. Ich muss es ein bisschen Ding machen. Das ist zu klein. Ja, mach du mal. Du machst, du weißt, was du machst. Das mach du so, wie du meinst. Ich bin ja voll offen. Ja, ich bin jedenfalls froh, ich mit dem spielen kann. Also.
dafür brauchte ich eine Ahnung von den Nachtlingen hat. Dann ist das. Willst du eine Sprechblase über deinen Charakter haben? Brauchst du die? Nee. Oh, ich stehe voll drauf. Nee, hast Da, das. wenn du dich irgendwie aufregst und du schreibst dann was auf Englisch drüber und dann da kannst du dich totlachen, auch die anderen, wenn du das siehst. Und sie schreiben, wir schaffen es einfach nicht. Und dann kommt dann ein blöder Scherz und du siehst über den, also deine eigenen Person da, dann diesen Kommentar so in Richtung, ich werde verrückt oder so und da macht die da so Inspirations dann, da wo sie dann halt irgendwie crazy wird, dass da irgendwie so ein komisches Wurzelding daherkommt und sie dann fängt dann richtig an, richtig auszurasten und der Text steht dann noch über dem Kopf. Also top, wirklich. Das finde ich geil an dem Spiel. Ach so. Kann man schon viel machen, ja. So, jetzt stehe ich hier im Raum, es wird langsam kalt, eine rauche ich noch, dann mache ich wieder zu. Hilft nicht. Immer diese Raucher. Wohin und dann tun wir mal lieber ein Bier weg, gell? Der ist ganz neu. Hast du Pferde? Ja, schau, einen Milchschotter. Ja klar, hab ich Pferde. Ja, es gibt welche, die haben noch gar keins, ne? Ja, ich bin ja schon weit. Ich habe Ja, ja eben. einen Charakter fast mit 1400. Also jetzt 4 Charakter mit 1400. Ich habe einen Zauberer. Was habe ich noch? Antanisten. Dann hab ich 2 Templer habe ich, ja. 2 Templer. Okay. Damit das Rot ist blöd, ne? Ja, ja. Da schau her, also das haben wir schon mal. Einmal Gourmet und Connoisseur. Voll gelevelt, passt. Eins nach dem anderen bitte. Dankeschön. Bitteschön. Das kostet aber 3000 Gold, ja? Ach, habe ich noch. Könnte auf der Bank gehen. Ja, hab ich auch. Nee, geh nicht auf die Bank. Preis sein. Kurze Frage zur Rüstungsentwerfung. Ihr habt mir jetzt eine Rüstung gegeben und ich möchte gerne was einzahlen. Geht das auch in Ordnung? In die Gilde? Was? Ja, du kannst auf die Gildenbank einzahlen, natürlich. Ist das was wert? Weil ihr habt mir eine Rüstung gemacht, auf gut Deutsch. Und die 2 Stäbe. Ja, Geht das auch in Ordnung? Oder kann ich das... Oder kann man das auch selber zu euch selber überweisen? Oder ist Gilde besser? Nee, bitte immer auf die Gildenbank. Alles gut. Weil ich tue mir dann so schwer, weil dann hast du Ja, alles gut. immer bei der Buchhaltung schwer, weil ich immer sehe, das bin ich. Mhm. Weiß ich oft nicht mehr. Ich habe so viele Nachrichten inzwischen. Passt. So, was sagst du jetzt? Super. Sieht schon besser aus, das Bild, oder? Ja, ein bisschen. Es ist zwar immer noch grell, aber... Ja, das kannst du an der Helligkeit was runterstellen. Ich habe da ein bisschen grell eingestellt, aber... Ja. Bisschen weniger, was das ist nämlich ein bisschen... Ja, ich habe da ein bisschen zu stark gemacht, genau.
Das scheint mich auch ein bisschen unscharf zu sein, ja, ja. Mhm, Ah, ja, ja. Ach, guck mal da. Da hast du ein bisschen mehr Ding, was? Den Kontrast. Machen wir so. Ach, super. Ich sehe schon, du hast da Ahnung. Ja, ja, ich bin da ewig am Herumeiern. Also, Ja. kannst du mir auch einstellen, hier, wo ich mich selbst reparieren kann, selbstständig. Kannst du das auch machen? Ja, das kann ich da auch machen. Ich habe nämlich so viel Material, also Selbstmaterial drin und so. Ja, meine Add-ons laufen sowieso nicht. Ich habe meine Add-ons drin, die laufen bei mir aber nicht. Ich dachte, das zeigt nämlich alles nicht an. Oh, da ist ja viel zu viel drauf. Das ist Ja, dann schmeiß mal was runter, weil ich nicht brauche. Das ist ja der Händler, ne? Auto-Repair, Rechabel. Du hast die Autoreparatur drinnen, automatisch. Ja, macht er aber nicht. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zu einem Händler. Ist so unscharf bei dir, das muss ich mal anschauen. Das gibt's ja nicht da. Die Verbindung? Na? Das war die Verbindung? Na? Ja, die Verbindung mit Shareplay, ich kenne das. Ja. Verkauf. Aber wie meinst du automatisch reparieren? Ich gehe halt unter Aktionen dann, wenn ich beispielsweise ein Rüstungsteil habe und repariere, wenn ich was dabei habe. Automatisch reparieren ist, wenn... Inzwischen Add-ons, die kannst du so einstellen, dass wenn ich jetzt mit einem Händler rede, der mir automatisch alles jetzt sagt. repariert. Ja. Ja gut, das mache ich so oder so Du dann. hast ja gar keine Glyphen drauf. Ja, weil Dingens meinst du mir, ich muss ja immer 50 sein, viel drauf zu tun. Ah, okay, ja, ich war gescheiter, aber... Ich habe da keine Ahnung, ich habe da keine Ja, Ahnung. ja, Ich sag ja. ehrlich. Ja, das ist jetzt noch... Da bin ich jetzt auch gerade dabei. Ich hätte da Glyphe drauf getan, aber egal, nicht. Vielen Dank erstmal nochmal. Aber hätte ich es wieso, wenn ihr das nicht automatisch macht? Nochmal Einstellungen, erweitern. Und ich habe den Ring der Jagd habe ich auch runter, also nicht ausgebuddelt. Ne? Das sollte auch gut sein, oder? Ja. Hirzin, oder wie war das nochmal? Ja, Hirzine, oder wie das hieß? Das mit der Jagd. Hirzine, oder wie das hieß? Na? Nein, nicht Hirsine. Das ist ein eigener Ring, die wilde Jagd. Da musst du, das ist so ein Mystic-Item, was du ausgraben kannst. Mhm. Da brauchst Ja, du 5 Spuren. Richtig, 5 Spuren ausnehmen. Okay. Das da ist ganz wichtig. Das ist das, von dem wir immer sprechen, Hermann Ja. Crutch Alerts in den Raids. Damit du weißt, wo du stehen sollst. Das tu ich da mal installieren. Ja, das Problem war so. Gestern hatte ich Probleme gehabt, ich konnte mein View nicht mehr bewegen. Ja. Also diese hat mich komplett, da ging nichts mehr. Ich konnte nichts machen. Ich habe ein paar Mal runtergefahren, Ja. neu gestartet. Ja. Ich ja. habe den Router neu gestartet, hat nicht Ja. nichts getan. Jetzt habe ich das Spiel komplett runtergeschmissen Oh. und neu Ja. installiert. Oida. Ja. So, das läuft das Spiel wieder. Aber meine Add-ons, die ich hier drin habe, die laufen einfach nicht mehr so. Ja. Ich weiß nicht, Diesen DST Price Patcher, gell? Da haben Ja, viele Probleme Nur für mit. die Xbox auf dem NA-Server, also auf dem amerikanischen. Den schmeiß ich dir runter, der Ja, Europäisch bitte. macht ziemlich viel kaputt. okay, ich schmeiß ihn runter. Gell? Schmeiß Ja, ich alles dir gut. runter. Er Klar. bringt da nichts, glaub mir. Ja, ja, glaub ich. Ich hab ihn auch wieder runtergetan. Das ist Ich, das. ich verlasse mich voll auf dich. Wir laufen ja Mittwoch wieder, ne? Ja. Die Fancy Bar, die Frau. Nicht der 9 was an bei uns. Bitte? Nicht der 9 was an. Ich weiß nicht, wie viel sich angemeldet haben. Ich habe mir mal angemeldet, aber... Ich habe hier reingeschrieben, die Idee, und ich freue mich. Ja, vielleicht bringen wir was zusammen. Schauen wir mal, ne? Ja, schauen wir mal. 12 vor 8, glaube ich, hat der Mann. So, dann tun wir das Ganze mal neu laden. Ihr seid alle auf der Playstation? Ja? Bitte? Seid ihr alle auf der Playstation oder ist das irgendwie speziell hier? PC, Xbox noch? Nee, Playstation. Okay. PlayStation.
Weil er hier gerade gesagt hat, er hat das ganze Spiel runtergeworfen und hat es wieder nachinstalliert. Das dauert bei mir 4 Stunden. Und das ist doch schon, glaube 160 Gigabyte oder was das sind mittlerweile schon. Ja, über 160, ja. Ich weiß. Und das mit den Add-ons, also DLCs, ich kenne das, da habe ich viele Leute schon gehabt, die haben sich beschwert, durch dessen konnten sie das Spiel schon gar nicht mehr starten. Weil wenn du das natürlich... Ja, das ist übel. Schon, aber ich kann nichts machen. Ja, das ist mies. Deswegen habe ich mir gesagt, lass mal lieber die Finger von den DLCs weg. Auch mittlerweile habe ich jetzt schon 3, aber das ist so, boah, da habe ich vollstes Verständnis für. Dass der Server durcheinander kommt dann. Ja. Ja. Krass. Das stimmt. Achso, ich wollte jetzt zuerst noch schauen, wegen Richard Feld. Ja, ich habe die 5 und die 4 habe ich ja nie gehabt. Ah, okay. Ich mag die 5er nicht, ich warte auf die 6er für nach KTV. Ja. Ob ich das noch überlebe, ist das andere. Die 6er, ja, die soll aber erst 2028 kommen und die wissen nicht, wie sie veranstalten sollen. Die sollen die richtig teuer werden. Ne? Ich habe damals die 4er gekauft im November. Ich hatte Need for Speed Rivals durchgespielt. Danach kam überhaupt kein Spiel. Dann habe ich, glaube noch über ein Jahr mit der PlayStation 3 gespielt. Und dann bin ich erst zur PlayStation 4 wieder rübergegangen. Das war gruselig. Und das wird mit der 6 auch wieder passieren. Ja. Aber die 5er gute Leistung schon hat, ne? Also Nimmt sich nicht viel von der Pro. Also da ist die 5 Pro, dann ist was anderes. Aber deswegen habe ich die PlayStation 4 Pro, deswegen kaufe ich mir auch keine 5er. Bin zufrieden mit der. Die hat so ziemlich dieselbe Leistung wie die 5er. Die Originale. nee, die 4. Mhm. Die Ja, Pro. Von den Grafikkarten, vom Prozess her ist die 5er viel schneller, 10-mal schneller wie die Pro. Ja, aber sie hält schon noch mit, so ist nicht. Aber für die Also paar Spiele, für die schon 5er, wirklich hier. ja. Da, Ich hatte ja von meinem Freund die Pro hier gehabt, beim Internet alleine schon. Was die da schon gebraucht hat. Ich habe die 100.000er und hat die bald 10 Stunden für gebraucht, wo die Ist über das- 4 Stunden fertig war. okay. Ja, ist schon ein deutlicher Unterschied. Also, und ich gucke Quantensprung, mit ja. dir viel UAD. Ne? Ich gucke viel UAD-Filme mit die 5er. Das ist einfach Bombe. So, deine Feinde sind jetzt lila. So richtig grausliches Lila, gell? Ja, gut. Und deine Freunde sind immer grün. Jo, das ist sehr gut. Unschuldige verschonen. Bodenziel sofort einsetzen. Und Schule verschonen, das hat nochmal am besten aus. Ja, das habe ich auch noch. Aus, ja. Letztens war ich so im Shop drin, auf einmal höre ich im Hintergrund irgendwie mit dem Messer so. Denk mal, was ist jetzt los? Dreh ich mich um. Liegt die Händlerin da. Boah, dann spritzt er so richtig schnell mit dem Abgestoff, ne? Boah, ja. Ist so gut, dass ich das aushabe. Die Klinge habe ich ja auch. Ist schon fies. Ja. Gut, das mit dem Stehlen, das habe ich jetzt umgeändert, dass man auch öffentliche Objekte nehmen kann, aber das mit dem Meucheln, na danke, muss nicht sein. Gerade Livestream-Technik. Schlimmer hat es schon mal öfters drin, ne? Aber gut, wie gesagt, das kommt immer drauf an. Ich spiele seit April voriges Jahres spiele ich erst so, ne? Seit November erst, ja, letztes Jahr. Ja, was hast denn du an? Juliano spielt mir schon lange nicht mehr. Ja, das hat der mich drauf getan, der mich dann eingestellt hat. Den habe ich als Ohne das Freund. Akolyten. Jein. Aber Kann hab man ich schon drin klar. lassen, kann man drin lassen, aber das Brauchen ist wir ja Mischmasch. Du machst entweder machst du die Rüstung in ein Ding, Schmuck und Waffen, oder Schmuck und Waffen. Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Das habe ich schon gedacht. Akolyt-Herzland der Oberer, okay. Was war schon Waffen-Herzland der Oberer? Ach, da muss man ja rausgehen. Jetzt so. Ah, Steinfälle. Die Nachtklinge mit Stab eigentlich, gell? Und auch die Wegfahr. Das habe ich vorher gehabt, ja. Das habe ich vorher gehabt, den Blitzstab von der Feldmine aufzuschmeißen. Genau. Den habe ich nämlich auf die andere Karte. Hast du Feldwebel überhaupt? Ja.
wäre natürlich optimal, gell? Ja. Hast du denn auf der Bank? Nee, die hatten meine Leute. Ja, auf der Bank müsste ich ja mal, habe ich gesperrt, ja, muss auf der Bank sein. Aber da musste aber 5 schon Dingens sein, ne? Ja, ich schau mal, was du hast. Und ich bin Ach, ja noch jetzt fliege nicht. ich wieder runter. Ja. Das ist nicht der Einzige, kann ich auch. Ja, runterfliegen, das kann ich ganz gut, ja. Boah, das können wir fast alle, ne? Ich spiele, wenn ich Ja. so mitkriege, du, ja, so. Mach ich meistens, wenn ich frustriert bin. Ist so. Was, du bist ein Selbstmörder oder was? Ich spiele, kann man ja gut machen, ne? Man kann ja beleben. Aber ich habe heute mit Dinges gespielt, hier mit, sag schon, mit Cäsar. Der hat ja auch das Problem abzustürzen, ne? Ja. Na, der Cäsar läuft nicht mit am Mittwoch. Der DJ will nicht dabei haben. Ja, er macht zu wenig Schaden, das ist das Problem. Weißt du, und er steht immer irgendwo, weil er es wahrscheinlich nicht sieht. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber wenn er übt am Dienstag, dann kriegt er das hin. Aber er muss halt zuerst einmal üben. Ne? Ja. Das geht Gladiator. Schoner Sturmmeister. Wo ist denn die Bank? Wo ist sie denn? Schon da sein. Hm? Okay, ich sag dir jetzt eins, gell, Hermann? Ja. Die Nulllade hast du noch nicht, das ist mir klar. Du brauchst 5 Teile Sturmmeister. Yes, I know. You are in a great hurry. Ja? Das heißt Blitzstab und Schmuck, Feldwebel Ja. und die Pulver. Das ist nicht so wenig. Wenn du hast. Aber den Seelenring brauche ich nicht zu nehmen, oder? Du kannst den Seelenring nehmen, natürlich. Den habe ich nämlich auch, ja. Ja, dann nimmst du den Eichenseelenring, ne? Ja, genau, den meine ich. Genau. Du musst nur schauen, dass du 5 Teile Sturmmeister, Feldwebel hast, den Eichenseelenring und das andere, was noch übrig ist, außer das Monster-Set, brauchst du den Monsterhelm. Business with the bank. Schleimkopf. Den habe ich. Ja. Und den Rest von der Rüstung, was dir noch fehlt, dann machst du auf Sturmmeister. Da schaust du, was du hast. Ja. Genau, ist für die am besten das Set momentan, für die Nachtklinge. So, dann schauen wir jetzt einmal deine Fertigkeiten an. Meuchelmann, den brauchst du nicht. Den kannst du gut gebrauchen, aber ist eher für die Kaiserstadt-Kanalisation sehr gut geeignet. Sehr gut geeignet, ja. Assassinenklinge brauchst du nicht. Gut. Das brauchst du nicht. Grimmiger Fokus tust du rein. Weil du kriegst dann immer so einen das fängt dann leuchten an. Ja. Und da kannst du normal einen spektralen Pfeil abschießen und der macht normal Magieschaden und verursacht 33%, der was die dann heilt in der Höhe. Ja? Gut. Also und den grimmigen Fokus, ich tu dann rein. Ja. Den tust du daher. Wohin du es nachher tust du selber. Ja. Den tust du an und für sich ja nicht verwenden, gell? Nein, ich mache hier nur hier klauen, wie ich gesagt habe, und dann hier stehen. Dann brauchst du die alle. Genau. Nämlich, das andere brauche ich nämlich nicht. Ja, nee, das andere brauchst du nicht. Da Also mit dem mache ich jetzt hier nicht hier, wie wir jetzt hier, weißt du, 12er Dingens fahren. Nicht mit dem. Mit dem, nein, nicht mit, nein, das machst du mit Zauberer. Oh, weißt du, was der Nobel, sag ich schon, weißt du, was der Tisch mit mir macht? Ich sag, willst du damit? Du sollst hier draufhauen, wir wollen hier durch, aber nicht damit. Ne, da habe ich aber einen Zauberer, der hatte mich ja gut eingestellt. Da brauchst du den Schattenmantel. Gut, das ist der dich unsichtbar macht. Aha, siehst du? Der hat sie mir gesagt, geht erst, wenn du über 50 bist. Ja, den kannst du hernehmen. Du tust da einen Geist rein, der dir hilft, wenn du mit von Ads angegriffen wirst. Ah, super, siehst du das? Bin ich ein bisschen stabiler beim Kampf, der fällt da irgendwie um.
Boah, bin ich froh, du mich nicht einstellst, ey. Oh. Ja, Jungs, ja, die Rüstung musst du halt noch zusammenstellen, gell? Ja, also, ja, die muss ich die stellen. brauchst, ja. Auslaugen, Friede brauchst du nicht. Aber die kann ich aber nur anziehen, wenn ich über 50 bin, oder? Ich weiß nicht wie, ja. Du wirst, glaube ich, halt runtergelevelt, oder? Leveln kannst du das so lassen und wenn du dann auf 50 bist, bist du jetzt sowieso CP. Ja. Weil sich sie anpasst und dann kannst du die anziehen. Genau, da ist er nicht mehr weit. Doch zwei Aufstiege habe ich geschafft. Das ist doch erhöht, die Magie von Seelenzuwachs. Das gut durch nicht heilen. Das kann man nur als passiv vereinigen. So, Dele, dann gehen wir zur Diebesgilde. Habe ich was gemacht, ne? War das richtig so? Ja, flinke Finger, Schieber, Schlosser. Bestechung brauchst du nicht, Kopfgeld, das, ja. Nee, brauchst du nicht. Diebesgilde, die musst du unbedingt leveln. Ja. Da brauchst du eben das schnell vergessen mit Kopfgeld, ja. Weil die kannst du zum Beispiel leveln, weil du kannst mit dem Hehler kriegst bessere Prozente. Weil der ist ja recht teuer, der Hehler. Ja. Ja. Einmal im Tag herausreden, ja, scheiß drauf. Dann zeitiges Entkommen kannst du mal einen Punkt setzen. Und der ist ganz wichtig. Zeigen und Waffen. Genau. Und wo ist jetzt das drinnen? Das wird verhaftet, das ist falsch. Schnell vergessen, finden. Was du dann bei der Diebesgilde auch hast, ist, wenn du Level 50, also Level 10 bist mit der Diebesgilde, dann ist in den Verstecken, in den Diebesgilden Verstecken, was denn da in den Unterschlüpfen. Ja. Da, also nein, das ist die Bruderschaft. Die werden natürlich auch gefragt, die dunkle Bruderschaft, wenn du die zugleich, ja, wenn du die zugleich machst, ja, kommt wo war die nochmal, die Bruderschaft? Weißt du das, wo die nochmal war? Ja, jetzt sagt das sie gleich. Da brauchst du unbedingt verhüllte Versorgerin. Denn, da kannst du die Quests machen. Das ist Goldküste, glaube ich. Und du triffst Dunkle Bruderschaft ist Goldküste. Ja, genau. Die verhüllte Versorgerin, ein Kontakt der Bruderschaft, der einmal täglich dir einen Gegenstand gibt. Und da sind noch tolle Sachen dabei. Aha. Und die ist in diesem Unterschlüpfen drinnen. Okay. Ja, die zeigt es dir dann an, also die solltest du streichen. Ne? Und die dunkle Bruderschaft ist, schauen wir mal, ob du die schon offen hast. Nein, ja, schau, da ist die dunkle Bruderschaft. Goldküste. Ja. Ja, da habe ich schon die Tagesquest gemacht. Ja, Die genau. Hauptquest, die habe ich schon Ja, gemacht. ja. Nee, da machst du jetzt diese 2 Tagesquests, kannst du Ja. da machen. Dann levelst du das und kannst dir dann die Versorgerin freischalten. Boah, super. Ja? Boah, Ja. super. Ja, und wenn du noch was brauchst oder Fragen oder hast, Ja, ja, ich frage dann sag's immer und nach. jetzt Ja. schau ich, ob wir noch, was machen wir denn rein von der dunklen Bruderschaft? Wegschalten der Gerechtigkeit, dass die oben ist. Und dann das musst du natürlich komplett nachher ausbauen, nicht? Ja, Schloss der Schieber, pinke Finger, verbessert das Versteck. Ja. Ist natürlich zum Morgen optimal. Ja. Da kriegst du einen Bonus von 3%, das brauchst du. Windschalter, die Ausdauerkosten. Das brauchst du dann fürs Schleichen. Reisetreter. Das brauchst du fürs Anschleichen.
kannst dann so selber, wenn dir was übrig bleibt, durch das da eine, 2 Waffen. Kannst du auf die Backbar tun. Ja. Die brauchst du schon, also die jetzt nicht weg. Die hier diesen Klingelmantel, weil dann hast du den nochmal gelevelt. Gut. Das brauchst du nicht. So, was ist ja den Dumm auf die Backbar? Now is not the time for discussion. Concentrate on what's important. Certainly. We have Soulflayer death fields and stone statues to negate them. But how do we make use of that? When Manamarco returned from the... I do not like... They have a... Oh, the eyes are rousing of Oscona Colossal. Friend, we have crossed many streams together since we first met. Yet I think this is the moment when I have been ready longer than you might think. After our first great victory in Cold Harbor, I told myself I would not have to face such tribulation again. But I never slept well. I kept my staff close because I knew we were not done. And deprive you of the glory of being the point of our sword? No, thank you. Jack must like you, Tamit. In life, he never did anything like this for me. Elder Tsunas, some, but the eyes. Hey, friend. As ready as I can be. My body feels as strong as ever, but I know something's missing. Guess I thought Vanas would have a remedy when we got him back. We sure could use Meridia's golden knight, couldn't we? I guess plain old me will just have to do. I like where this is going, but we need to concentrate on the task at hand. Let's see how things go today, and we can talk more about that later. Still, I've got a feeling Meridia isn't done with me just yet. Thanks. Raz thinks he would like to see these large statues come to life. It would be strange and a bit scary, but also exciting, yes? So what do you wait for, Fight Claw? Go wake up a statue. No doubt the cultists look out from their battlements and see our army gathering here. But they place too much faith in their necromancy and their horrible devices. They do not know the value of courage, especially not love, no. Love is a thing that cannot be seized or taken. No power they command can make it live or die. What would the worm cult know of that? Be careful. Vergiss die Rüstung nicht und dann immer klauen und Ding am besten klauen zum Beispiel, gell? Ja, ich immer klauen. What the tusk are we waiting for, pal? I'm not built for sitting around camp. I ain't seen a battle like this since we took on Molag Bal in Cold Harbor. Lost a lot of good people there. Here too. It's this damned necromancy. I'll test my steel in a fair fight against anybody. Ha! My soul is probably kind of tough and chewy, I'll give you that. A lot of gristle, lots of scars. And Princess Ah's plan keeps everybody's soul safe, at least at the start. Thanks. I feel better about this. Still want to get moving though. Da werde ich nicht erwischen, oder was? Ja, erwischen darfst du nicht lassen, das ist schon klar. Deswegen hast ja du das da. Also, ich bin auf der falschen Leiste. So, jetzt. Siehst du, jetzt bin ich unsichtbar. Ja. Und je mehr du das levelst, umso länger bist du unsichtbar. Und dann kannst du überall rein und was klauen. Du kannst ja überall reingehen. Ja. Dann stellst du zu Schwertkassetten oder sonstigen hin. Wenn jemand da ist und der nicht weggeht, dann machst du die unsichtbar und klaust. Boah, cool, hab ich ja doch jetzt drin. Ihr redet schon vom Bucken, oder? Vom Ducken. Nicht einfach hinstellen. Ja, ja, ein Snake rein. Ja, ja, ein Snake.
Genau, alles gut. Genau. Boah, super. Ja, der Schattenmantel hebt. Aktivierung. Braucht Magika, 2 Sekunden noch. Und wenn es länger dauern sollte oder was, oder du, dann kann ich da auch Unsichtbarkeitstränke machen. Ja, dann kannst du die nehmen und dann bist du auch. Okay? Boah, cool. Ja, klar. Ja. Aber du musst halt ein Ding ausmischen. Ja, ich muss dann arbeiten, ich weiß. Den Staub noch. Den Staub da auf der Frontbar, wo der Mantel ist. Und ja. Alles super. Geht gut. Boah, ich bedanke mich echt. Ja, kein Problem. Das ist jetzt Ja. kein Problem, gell? Das ist Sie ja. und schon wieder fast voll gemacht. Boah, ey. Ja, gut, Ja. muss Ahnung davon haben, das ist klar. Ja, weil ich meine, ich spiele jetzt meine Nachtklinge seit 10 Jahren, ne? Boah, dann habe ich auch die So, richtige jetzt ich dafür. bin in der Kaiserstadt, bin ich daheim gewesen und in der Kanalisation. Mir keiner was erzählt da unten, das sag ich dir. Ja, da glaube ich dir, da bist du ja Ja. schon richtig fit hier. Ja, da war ich fit, ich bin jetzt lange nicht mehr dort gewesen. War Freitag war ich wieder da. Ja, nee, ich muss wieder mal reingehen, ich brauche wieder mal Delvarsteine und so, ich habe ja 300.000, 400.000 Delvarsteine gehabt. Ja, da können wir noch mal so hier für unser Gilde ja mal anlassen, wenn wir da mal so die ganze Quest da nehmen, die 6 Stück und dann mal laufen da, Ja, oder? genau. Das können wir doch mal mit unserer Gilde machen, da bin ich gerne Können wir ja dafür. mal machen. Ja, sicher. Du musst nur dieselbe Farbe haben. Das ist immer das Problem, ne? Ja, ich habe eine rot. Okay, das passt. Das habe ich auch. Ich habe einen roten und blauen. Da hat der DJ mir gesagt, du musst rot haben. Ja, Und das ist auch mal ein Zauberer, der hat richtig Power. genau. So, das war's derweil. Jetzt will Kimi da wieder aussehen. Das weiß ich nämlich nicht. Boah, ich bedanke mich wirklich. Sieht man, Ja, sehr gerne. Was da ein Profi dran war. Boah. Ja, Hermann, wenn du Fragen hast oder was brauchst. Ja, ich weiß, ich frage euch. Ja, tu ja, ich ja. ich bin ja eh fast jeden Tag online, also. Ja, Schatzi. Von daher. Ja, gut. Okay, dann. Ich glaube, du musst SharePlay beenden. Nee, du. Ich? Ja. Aber wo? Bei SharePlay ist doch raus. Das kann ich auch machen. Bleib mal länger auf der PlayStation 5 Taste hängen. Vielleicht kriegst du da eine Option. Ah, jetzt ist es gegangen. Ja, Hermann muss es beenden. Okay. So. Das mit dem Unterstand hat sich auch erledigt. Aber du hast es beendet, das passt. Ja, das passt. Boah, super. So, jetzt kann ich mal wieder hier mich anmelden, hier Verliessuche. Oder wollen wir mitmachen? Verlies? Ja, also ich nicht, weil ich muss jetzt einmal, bin einmal für eine Viertelstunde jetzt weg. Ja gut, ich muss auch in 2 bin ich auch nicht mehr drin. Also, wenn einer mich helfen möchte hier bei Verliessuche. Ich bin definitiv erstmal raus, weil ich versuche Manni Marco jetzt zu besiegen. Stehe vor dem Schloss. Und danach werde ich so oder so mal entweder Mittag machen, weil ich weiß schon was gekocht. Und kommt spätestens heute Abend wieder an. Heute Abend, ja, da bin ich vielleicht auch an. Dann mache ich einen Kollegen unendlich Archiv. Ah, okay. Ja, da muss ich auch noch viel suchen. Ja, mir fehlt da auch noch einiges. Ich als Anfänger habe noch viel. The sights here. Das wollen mich über welche amerikanischen Server rüberholen, da habe ich auch einen Charakter, aber da habe ich keine Zeit für. Ich habe hier in der Homepage so viele Baustellen, die ich abfüllen muss. Also, das wird mich alles zu viel. Ja, du, eins nach dem anderen. Ja, Hermann, genau. Mach eins nach dem anderen und mach dir da keinen Kopf. Ne, mach ich auch nicht. Ja. Und ich sehe hier bei euch, ich bin jetzt sehr gut aufgehoben. Das habe ich auch Dingens gesagt hier, Affine. Was, die hat mich mit mir gesprochen wie ein Gabi. Ah, okay, ja. Die ist aber euch rausgegangen, ja. Und die hat über euch sehr schlecht mit mir geredet. Die hat mir gesagt, der DJ will nur Leute abwerben, die gut sind.
nur für seine Gilde reinzugehen. Ich sag das nicht. Also, ich sehe nicht so. Ich sehe das. So, weil wir haben nein. Leute in der Gilde. Genau, ich sehe ja nicht so. Ich bin richtig glücklich und froh, weil der mich reingeholt hat in seine Gilde. Ich fand ehrlich, war super. Und er hat mich so gut geholfen, wie du jetzt auch. Und ich kann da nichts Gegenteiliges sagen. Habe ich auch gesagt, wenn du die Erfahrung gemacht hast, tut mir da leid, aber ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Und ich bin ja in die Gilden, beide Gilden sehr gut aufgehoben. Da will ich auch nicht rausgehen. Ja, nee, geht ja nicht, Hermann. Nein, aber es ist ja, was das Problem ist, dass viele reinschreiben, sie brauchen Hilfe. Erstens, Hilfe bei was? Brauchen sie Rüstung, brauchen sie Hilfe bei einem Weltboss in einem Verlies oder, also ich muss schon hinschreiben, welche Hilfe, ne? Ja. Und zweitens, die Leute machen ja gerade irgendetwas, so wie ich zum Beispiel mache viel Hausding. Hey, und beim a word before you run off. siehst du das nicht, du siehst den Textchat nicht im Haus. This reminds me of the assault on Cold Harbor in all the worst ways. This place is a fish trap. Easy to get into, impossible to leave. I see why Princess Zal wanted an answer for soul flares before we tried to storm it. Ja, die hat sich ja beschwert, was denn I'm pretty sure the first step is getting through that big courtyard that leads south. If you look across the way, you'll see that Elder Sanasa picked out the Colossal he wants to wake up. You should head on over. Was der sehen wollte, wie stark wir alle sind, wenn wir da reingehen. But I'll let you and that old statue handle the soul flares. Thanks to Mannimarco. I need to look before I leave. Here, you should carry the light of Meridia. I can't use it. Und wir kommen leichter durch. Genau. Mir ist es wurscht, ob es 3 Stunden bei dem Boss steht, nur mir geht die Drecke dann einmal aus und nur die Daumenwege, wenn ich heilen wir Looks like the army is arrived. Ja, das ist es, Let's not keep everybody waiting. Also, es macht schon das aus. Es ist natürlich, ich kann nicht in es geht mit den 30k Schaden machen. Da sind wir in einer Woche noch drinnen, ne? Das ist aber ich auch so. Ja, begreift hat sie nicht begriffen. Ja, die müssen da rein. Sie muss nicht, aber wenn sie sagt, nein, sie will es nicht, ist ja okay. Deswegen haben wir ja für die Anfänger gemacht, dass die ja mal sehen, wie so ein Raid läuft. Viele waren noch nie noch drinnen. Es kann ja sein, dass einer sagt, nee, das ist nichts für mich, will ich nicht. Das passt ja. And place them in the Vaskrona Colossal's eyes. Genau, ich habe da gesehen, festgestellt, was dann einfach Bombe war. Der DJ hat das super hingekriegt. Auch bei mir, da hat er mir auch gemerkt, was der Schaden so hoch war. Bei mir hat sich eingestellt. Also, was hat er jedem zu sprechen, was Gabi da sagt? Das stimmt da ja nicht. Nee, und der schimpft nicht über andere und der schimpft nicht über andere Gildenmitglieder. Nein, macht er auch nicht. Nein. Das interessiert mich noch nicht. Nein, er hat die Zeit nicht dazu, das hat nicht seine Art. Er ist eher so der Erklärbär. Er kann erklären. The Vaskrona stirs. Lay your hand upon the rune. Join your spirit Aber es with ist halt the schade, wenn da Colossal. Leute rausgehen und da beleidigt sind. Ja, und der noch so Blödsinn erzählt. Ja, Blödsinn. Hab ich schon gesagt, das letzte Blödsinn. Das tut man nicht. Da war ich Can you gut hear drin me? mit dem Elder Party, die haben Sonasa alle asked me to relay mitgekriegt, da some hab ich dem advice aufgeklärt, was while das your ist so. spirit controls the Colossus. Ich sag, da war freiwillig und er wollte nur wissen, wie stark wir alle sind. Hat sich ja Now mal test the Colossal's abilities on those war flares doch gar and nicht. destroy them. Da hab ich dir schon mal aufgeregt. Ja? Nee, nicht aufregen. Ich bin jetzt auch nicht so übertrieben. The Death Field can't hurt the Colossus. Now see Mach what als you can do. DDA meine 90 bis 100k Schaden. Aber ich kenne die Mechanik, ich weiß, was zu tun ist und ich bin die sofort aufheben. Ja. Ja. Da mache ich auch. Da hat der DJ mich so eingeübt. Da hat er mich so eingeübt. Alles richtig, da macht das doch. Kommen Delfine auch und alles super. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das passt aber. Ja, und die war auch bei mir. Die hat ständig gesagt, wenn Gabi rausgegangen ist. Weil wir ja privat befreundet sind, hat sie Angst, aber ich auch rausgehe. Ich sag, nein. Ja. Ich hab einen Willen, ich frag doch keinen, wo ich in die Gilde reingehe oder rausgehe. Ja. Dann sagt doch, das ist nett, das ist nett. Ich sag, klar, ich mach das nicht. Nee, tut man auch nicht. Ne? Nein. Alleine, wo ich aufgehoben bin, wo ich ja geholfen werde und wenn ich starker werde, ich kann spielen. Ich hab ja gemerkt, dass mit Zauber auch muss jetzt ein bisschen machen. Destroy the soul flares and clear the way for the fellowship. Ja, du darfst dich halt herum, wenn man okay mit weiter darf, das ist gut, aber
Ja, Datteln, ja. Ja, der hat schon recht. Ja, rumeiern, das will ich ja eben nicht. Ich will ja auch. Ja, eben, du willst ja was erreichen. Genau, Eben, es gibt nicht einfach diesen wieder zu genießen. Aber es gibt nicht keine Dinge, weil du keinen Schatten den machst. Ja, das ist so ein Problem, es gibt ja nichts. Nein, nicht. Well done. Da bin ich froh, dass der DJ hat angeguckt Break it und down. gesagt, ja. Watch out. The biggest quest astronaut I've ever seen is waiting for you. Hab ich gut eingestellt. Ja. Und ich bin richtig glücklich, was nämlich die Bilder ausgemacht haben. Das ist da, das ist auch. Ja, klar, natürlich. Wenn einer bemüht ist, gerne möchte, das aber noch nicht kann, dann ist das gar nicht so ein Problem. Weil man kann dann aufbauen, nur wenn irgendwann einmal 100.000 Mal wird ändern. Nee, der hat sagt das und der sagt das. Bringst den Schaden nicht, gibst den weiter, so bewegst dich eigentlich rückwärts. Ja, richtig, da alles ganz. Genau, da halte ich alle auf. Da halte ich alle auf damit. Da komme ich nicht weiter, die auch nicht. Ja, weil das ist dann vergebene Liebesgüte, ne? We are stronger. Nee. Das passt so. Ja. Sehe ich genauso. Ja. Der hat die Liedchen gesagt, weil ich ja gut eingestellt bin, gut laufen kann. Der Rest ist Übung und jeden Tag eine halbe Stunde an die Excellent. Das braucht natürlich Now. Übung auch, das ist schon klar, ne? Das ist richtig. Our friend in the Colossal cleared a path. Walks, open this gate, if you please. Aber ich werde jetzt rausgehen, weil ich muss jetzt mal weiter tun in der Wohnung. Oh wei. Ich muss nur Haushalt machen. Ach du Scheiße. Dann ist, weil ich verheiratet You bin. press ahead. We'll take care of things here and be right behind Ich you. hab keine Frau, die hab keinen Mann, der das alles macht. Da ist alles, ja. Im Ist alles Gegenteil, da. hab ich mir eh was machen müssen. Nee, jetzt mach ich es halt, wenn ich will, gell? Willkommen im Club. So, da berufstätig, ne? Nee, das nimmer. Nee, ich bin inzwischen Pension. Aha. Jo. Naja, ich gehe Rente. Ja, Rente, ja, das ist geil. Ich bin halt circa ein Vierteljahr früher in Frührente geschickt worden, weil ich ja Krankheit nicht mehr kann. Ja, eben. Die kann ich nicht so gut. Ich habe viel mit Leuten zu tun, die muss mich natürlich schützen. Corona und das Ganze. Ja, richtig. Ich habe ja auch hier meine Bewegungen. Ich habe ja auch Fliegen 2. Aber ich habe meine Rente gekriegt, wo ich meine ganzen Jahre voll habe. Das heißt, 64 ja. Rente gehen. Das habe ich auch gemacht. Ja, es ist herrlich. Ich auch nicht mehr. Nee, das ist so schön jetzt. Ja. Man hat das ganze Leben gearbeitet. Ich habe 50 Jahre gearbeitet. Jetzt ist Okay, ich habe 46 Jahre zusammengebracht. Ja. Also ich bin ein halbes Jahr vor meiner... Was? Da hat immer gegrüßt. Grüße. Ja, Grüße. Ja gut, WB. Jo, ich habe jetzt Arbeit abgesagt, weil bei uns hat es so runtergeschneit und geregnet. Willkommen im Club. Ja, ja. I think we need to keep going up. Look for Also ich stairs. glaube, wir haben heute innerhalb von 3 Stunden 6 cm Neuschnee bekommen. Okay. Und dann hat es jetzt noch geregnet und wir hatten Minusgrade. Jetzt gerade taut es zwar auf, aber normalerweise fahre ich eine halbe Stunde in die Arbeit. Jetzt komme ich nachgebraucht. Ich brauche jetzt 1,5 Stunden. Ich musste selber einen Umweg fahren. Okay. Tja, Jetzt habe ich gesagt, nee. Stronger every moment. Aha, das glaube ich da. Nee, den Kern nicht. Vor allem auch, mein ich Auto habe stehen lassen. Ja. meine Winterreifen sind auch nicht mehr die neuesten. Die haben jetzt auch schon 45.000 Kilometer gesehen. Wie bitte ist das? Ja, ja. Und jetzt Beim Job sind nicht mal die Arbeiter gekommen. Sind einfach da geblieben. Aber du musst immer wechseln in ein halbes Jahr, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ich habe mein Auto jetzt seit 5, nee, nicht seit 5 Jahren, lass mich nicht lügen. Seit 4 Jahren, ja, 4 Jahre. Ich habe unter 70.000 Kilometer drauf. Boah, fährst aber viel. Dann fährst aber viel. Ja. Eben mein Auto 7
7,5 Jahren. Da sind vielleicht 30.000 Kilometer drauf. Ja, meine Trocken. Wenn es viel ist, ich weiß es nicht einmal, ob es überhaupt so viel ist. Ne? Kommt drauf an, wo du wohnst, weißt schon. Ich bin aufs Auto angewiesen, weil ich ja mit der Maschine anhängen muss. Also in dem Auto gut. Wir haben ja mal aber ich fahre nicht so viel mit dem Auto. Ich wohne ein bisschen in die Berge. Ich bin auch mitten auf dem Dorf und Familien auch. Also ohne Auto bist du ja bei uns dasselbe. Und auch ein bisschen rausgeschmissen. Ja, mein Auto ist auch 6 Jahre alt. Ich habe knapp 48.000. Okay. Naja, das ist ja noch okay. Ja, bei mir ist es so, ich muss halt wirklich alle 4 Jahre, alle 4,5 Jahre das Auto wegschmeißen und ein neues kaufen. Okay. Ja, gut, wenn du so viel Kilometer zusammenbringst. Naja, klar, also gell? Ja. für mich ist jetzt klar, das Auto fährt jetzt noch bis, ja, vielleicht die Sommersaison bis auf 220 hoch und dann hat es Schluss. Also du merkst es auch schon, aber naja, gut ja nicht. Naja, wenn's Never have I seen such a sight as that mighty stone. Varna suspects the Wraith Forge is the key. It's somewhere on that Cold Harbor island the worm cult is pulling down out of oblivion. We must find a way to get up there and destroy it. The path is... I did. And what a sight it was. I'm sure Manamarco saw it too. I will press our assault and distract the worm cult. You slip away and find the Wraith Forge. Choose an ally to go with you. Bis auf die Mittelkonsole. Here to keep Manamarco's attention. Ja, das ist klar, ja. Ach, der Rasenmäher passt schon, nein. Geht schon. Ja, aber nur quer und halb auseinander gesägt. Richtig. Ja. Kenn ich. Richtig. Damn it. Ja, ich Also hab alle 2 Kästen erkannt. Bier und fertig. Da ist der Kofferraum voll. Das wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich wollte jetzt nicht ruhig werden hier. Sauber. Nee, aber Weil die passen wirklich rein. Wenn wir einkaufen fahren, immer mit meinem Auto. We must reach ja, ich hab ja auch. Ich kenn gleich Auto, ja. Ich fahr ein SUV. Oh, Here we are. The prince is wise beyond his years. Ja, I will klar, miss your das shot schon. here, but perhaps this is not the true battle after all. I take it you want someone to accompany. Schwere Karre, viel Abrieb. Two might succeed where one would fall short. SUV. Ja. Sport Utility Vehicle. Das ist einfach ein größeres, sportliches Fahrzeug. Nein. Ja, mir gefallen sie gut, das so. Halber Panzer. Aber ich hätte das nicht Platz, das ist mir zu groß dann. Ich wollte ein Auto haben, wo ich halbwegs gerade reinsitzen kann, weil ich zwar kaputte Knie habe. Locate the Wraith Forge. We'll keep the cultists busy. Darius, you're with me. Oh, da quälst dich aber auch rein, oder? Da quälst dich aber auch rein. Ja, jetzt habe ich eben, deswegen habe ich den ja nicht mehr. But see above you fools, your doom approaches. Wo man fast gerade reinsitzen kann. You're a bore, Manamarco. Der ist super, Be gone. von der Größe her passt er gut zu mir und es hat immens viel Platz, man glaubt es nicht, aber es hat irrsinnig viel Platz in dem Auto, obwohl er klein ist und ich kriege überall einen Parkplatz. Ja gut, wenn du natürlich nicht so kräftig bist wie ich, dann passt das ja. 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 Ich habe letztes Mal einen schwarzen BMW reingesetzt, schön tiefer gelegt, also da muss ich aber schon einen haben, der mich da rausholt. Ja, genau. Ja, das Aussteigen ist dann ja das Problem, ne? Ja. Rein gibst du ja leicht, aber raus nicht mehr so Raus, schnell, ne? ja, das ist das. Ja. Im gewissen Alter ist das auch nicht mehr so. Ja, und alles steif, ja. Ja, richtig. Genau. Da ist wohl wahr. Das ist doch meine Rüstung auf Mundus alles geebnet, ne? Jetzt sehe ich hier gerade bei Manimarco, bei meinem Mundus-Stein, der eigentlich drin sein sollte, steht bei diesem Kampf, ich habe keinen. Also der ist mir verboten worden hier bei Manimarcos Kampf. Das ist unfair, oder? Ja. Okay, da habe ich gar nicht geschaut. Steht keiner da, wow. Weiter mit dem Kampf. Ich stehe gerade kurz eigentlich vor ihm. Nochmal weg. Ja, okay. Dankeschön fürs Gespräch. Jedenfalls, bis später. Erholsamen Tag noch. Für dich. Ciao, ciao. Ja, wie weit bist du jetzt mit Manimarco? Ich stehe eigentlich, glaube kurz vor ihm. Also ich bin jetzt hier gerade beim Quatschen noch. Und sehe, ich habe das gestern schon gesehen, dass ich habe Mundusstein drin, ist das Schlachtross, ich weiß, ist falsch, aber ist wegen der Lebenregeneration. Aber es ist so, steht da drin keiner. In Rot, wow. Ja, ja. Da steht da wirklich, wenn ich auf Mundus gehe und der Ausdauer steht drin, keiner.
Wow. Das ist schade. Ja, ist wirklich so. Und bei aktiven Effekten genauso. Wow. Anscheinend verboten bei dem Kampf oder so. Was weiß ich. Na sauber. Ich hab da nie geachtet. Naja, das ist mir gestern schon aufgefallen. Doch, das ist ein Scherz. Nee. Bei gestern bei dem Kampf Manimako war es ja so, ich habe gegen den, glaube ich, 3-4 Mal hintereinander antreten müssen und der hat dann auf einmal keinen Lebensentzug mehr gehabt. Du hast wirklich draufgehauen ohne Ende, aber nichts war. Das war irgendwie verpackt oder geglitscht. Genau. Es kann sein, dass es ja. das Ganze also boah, das habe ich gestern neu schwierig. Ja. Ich konnte gestern Abend das Spiel wieder spielen. Ich musste alles. Oh, ich war so sauer gestern. Deswegen habe ich gestern mal kurzzeitig aufgehört. Ja, wir sind ja gestern aus dem Verlies raus, weil wir haben die direkt gemacht, die haben ja Schaden geschoben. Ja. Das haben wir überhaupt noch nicht erlebt und die war ja da schon drin. Die hat, glaube ich, nur PC-Server-Wartung, glaube ich, gestern gehabt, aber... Keine Ahnung, was es gar nicht so Mega-Server. Koloss Nummer 2. Aber ich sehe jetzt hier, ich bin jetzt hier Verliessuche gegangen, Verlieser machen, ne? Ja. Also ich bin mit den, also ganz stärker wie vorher. Zuckst bloß noch mit den Schultern, oder? Das nicht gerade, aber ich merke, wann ich hier schon echt austeilen kann, weil ich vorher nicht konnte. Ist wohl nicht gerade der Welt, Zerstörungsstab habe ich jetzt auch gesehen. Ja. Das ist bei Schäden. Hab mal Hose genommen, verstehst du, weil ich Das ist the way. The hidden way. 1400 fast komme. Super. Ja. Da kann man mit denen ja mehr anstellen. Ne? Mach ich immer hier, gut, das haben wir hier Nietzsche oder das nicht hier. Was hat das dann gemacht? Der Hermann? Da nehme ich eingestellt, der Trottel. Da wird mir noch schnell hochgelevelt, aber das ist ja total verkehrt eingestellt. Ja, das ist mir natürlich ein kleines Kind, hörst, ich habe Ahnung, ich kann das und so. Ja, aber was ist das? Ich bin ein Anfänger, der sagt, da klicke, da bin ich Profi, ja mach ich nicht. Ja. Es gibt da Sachen, was ich nicht alles weiß. Ich spiele bei Nachtkrieg jetzt wirklich schon Sachen. Bei jedem Match wird sie gedacht und bei jedem Match will sie neu einstellen, neue runter und dass sie wenigstens den Schaden wieder kriegt, ne? Den Schaden bringt das nichts, ne? Nein. So, jetzt hier, aber ich wusste nicht, woran ich jetzt schon leben kann, hier 50 Mal wieder weiter. Alles. Ja, das der wusste ist nichts. Ja, ich habe den Bruder als Freund nicht mehr. Ich habe nur gestern die Freundschaft gekündigt, weil der hatte keinen Respekt vom Alter. Ja, okay. Ja, der war frech. Der war also, boah, ne, ich konnte nicht mehr. Ich habe immer verziehen. Die Zeit. Der ist gerade 30, ja, ich werde 66, der hat keinen Respekt vom Alter, ne. Ja, das tut man nicht, ne. Nein. So, schau ich noch schnell wegen meiner Ansicht. Over here, comrades. I have a new task for you. Get those portals up. We need reinforcements. Morna Rill is bigger than I realized. Each new doorway or courtyard we discover requires me to divide our forces. And now, Vonus Galarian, the Archmagister, didn't bother to explain. The door Vonus took is as good a direction to explore as any other. Also meine Erbärmlichkeit hat jetzt mal 50.000 Gold überwiesen, mehr habe ich nicht. Auf die Gildenbank. Das ist erbärmlich eigentlich, weil du schon von Millionen redest. Ich dachte, ich schaffe 66.666, aber habe ich nicht zusammengekriegt. Habe ich 50k gemacht. Super, aber es dauert ein bisschen, weil die Buchhalter macht ja meistens gegen abends. Alles gut.
zurückgeholt. Da bin ich wieder tot. Ich bin hier vor dem Lava drin. Aber das kommt meine ganz gut weg, seltsamerweise. Da stehe ich eine Minute drin, bis ich drauf gehe. Ich weiß nicht, was da los ist. Das fand ich schon ulkig. Aber die sehen ganz schön runter hier. Ja, andere Seite. Ja, das haben wir gepasst auf den Stein zu spielen. Naja. Das Einzige, was mich in dem Spiel eigentlich immer aufregt, ist diese Aktionstaste X und gleichzeitig Sprungtaste ist ja auch X. Das ist noch so, das hapert. Stehst vor dem Bücherregal oder stehst vor jemandem, den du eigentlich gar nicht anquatschen willst, aber wisst, dass die Bücherregale eben durchgehen, jedes Mal drückst du aufs Gespräch. Oder springst. Das macht ein Mürbe. Ja, here we go. Gerade rede ich noch davon. God damn it. Schreitet in die Asche. Spielst du mit der Xbox? Na, Xbox war damals als kleines Kind noch. Da habe ich aufgehört, weil Xbox ist Microsoft, dann kann ich gleich auf dem PC spielen. Deswegen habe ich gesagt, ich war schon immer seit 1998 Sony-Kind. Alles gut. Ah, gut. Ich bin auch Sony-Freund. Mir hat das damals nicht gefallen, wie Controller. das Super NES aufgelöst worden ist. Mhm, ja. Die zwei Konsolen, es hat den NES gegeben, Ja. also die PS1 oder den Gamecube. Der Gamecube, mir hat die Grafik nicht gefallen. Was? Ich habe extra die Gamecube wegen Resident Evil und Metal Gear Solid geholt. Jesus. Also da war die PlayStation 1 besser und es waren mehr Rollenspiele, denn ich spiele nur Rollenspiele, ich spiele nichts anderes. Na, Gamecube hat er auch nicht viel. Ich weiß schon. Ja. Machen auch Spaß, die Rollenspiele. Ja. Hermann, ich hab dir jetzt einmal geschickt 200 Unsichtbarkeitstränke, probier es einmal aus. Boah, ein bisschen. Ja? Gerne. Danke. Bitteschön. So, aber ich werde mich jetzt mal ausklinken. Na, ich weiß, wo ich hinhöre. Ein bisschen Haushalt machen, weil keiner saugt für mich, keiner putzt für mich. Das habe ich gestern schon gemacht. Selber machen. Ja? So, also. Man hört, man schreibt. Dankeschön nochmal. Man hört und schreibt. Die listige ja, Ösi. Danke nochmal. Gerne. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Dankeschön, ja, gerne und man hört sich. Man hört sich auf jeden Fall. Okidoki, tschüss dabei. Jo, Ciao, ciao. Macht es gut. Für euch. Ja. Ja, ist eine Liebe, ne? Also bevor ich hier auch wieder meinen Rappel kriege, weil ich stehe wirklich kurz vor Manni Marco. Ich gehe jetzt auch raus. Ich gehe dann später nochmal in ein anderes Spiel rein, aber heute Abend, wie gesagt, ich denke sowieso die ganze Woche wir frei haben. Bis der Schnee sich langsam auflöst. Ich glaube erst um 19 Uhr soll es bei 0 Grad irgendwie liegen bei uns dann. Morgen soll es regnen, übermorgen regnen, also so richtig Bock auf Baustelle habe ich dann auch nicht. Und ja. Da glaube ich, also kacke. Ist kein, Alles schön, ja. weil ich nicht mal fahren brauche jetzt. Okay. Ja. Ich kenne das gar nicht, ehrlich gesagt. Halt nicht mehr. Aber das Thema mag ich nicht gern reden. Ja. Nee. Weil Führerschein hatte ich noch nie. Hab zwar angefangen. Es ging dann so aus, dass ich das über 6 Jahre gemacht habe. Auf der Baustelle immer wieder zurück zur Fahrschule und das. Dann hieß es irgendwann Prüfung, dann ging ich zu DK hin und so in Richtung von, ja, bitte nur für Theorie angemeldet. Dann kam das Praktische 2 Wochen später, sag ich, wo ist die Theorie? Ich möchte gerne alles machen auf einen Schlag. Und beim dritten Mal war es so, er hat dann in Tschechien hat er dann Euro-Führerschein, hat er da unten eine Filiale aufgemacht und war gar nicht mehr da. Dann sage ich, ja gut, dann lassen wir das erstmal bleiben. Aber in der Baufirma, in der ersten, wo ich war, haben wir für einen Fahrschullehrer haben wir praktisch die Lagerhalle gebaut und haben wir praktisch ein Haus gebaut. Und dann meinte er so zu mir, du kannst bei mir eigentlich den Führerschein fertig machen und der ist sogar gratis dann. Und ja, Pech und Schwefel, wie natürlich alles kam, Regenspur rief an und so in die Richtung von Musterung. Also die Musterung kein Thema, ich möchte gerne in die Bundeswehr. Und dann war ich einen Monat nach der Musterung zu Hause und nichts kam. Dachte, jetzt muss ich selber bei der Bundeswehr anrufen und fragen, werde ich jetzt eingezogen oder nicht, weil mein Chef war schon ganz kribbelig und das. Und war so kurz davor, dass ich den Führerschein fertig mache. Und dann meinten die so, ja, dann kommen Sie nächste Woche einfach mal nochmal nach Regensburg und dann schicken wir Sie weiter. Wunderbar. Dann war ich in der Bundeswehr drin, Auslandseinsatz, kam ich zurück, sagte ich so, eigentlich wollte ich Berlin gehen für 6, 7 Wochen und da einen Führerschein machen. Und das ist dann auch nichts geworden, weil ich von der Bundeswehr irgendwie ein bisschen die Schnauze voll gehabt habe. War dann am Schluss endlich bei der Fährmelder drin und dann hockst du dann auch nur so wie im Gefängnis eigentlich drin und wartest auf Abruf jeden Tag auf das Ding. Und das ist mir dann so langweilig nach einem Monat geworden, dass ich dann aus der Bundeswehr rausgegangen bin, nach 10 Monaten.
Ja. Das war dann einfach zu viel, wo ich dann gesagt habe. Und seitdem, da war ich 26, habe ich aufgehört, dann mit dem Führerschein nachzudenken und das. Und weil zu zweit musst du oder so, genau. Zu zweit musst du oder so auf der Baustelle sein, weil allein macht das wirklich meistens keinen Sinn. Ich arbeite zwar gerne allein, aber es ist so Seekieferplatten hochheben und dann Stütze drunter heben oder Bockgestell machen. Man muss schon zu zweit. Es wäre schon nicht. Wir sind sowieso jetzt nicht unbedingt gerade das große Team. Wir haben 7 Arbeiter insgesamt und es ist. Wäre was anderes bei Großbaustellen, da würdest du auch nicht unbedingt einen Führerschein brauchen, weil da bist teilweise zu 4 zu 5 im Auto drin, ist auch kein Thema. Aber bei uns, wir haben auch ältere Arbeiter, deswegen... Ja, ich wohnte hier von meinem Arbeitsplatz, wohnte ich schon 12 Kilometer ja. entfernt. Und wo ich hier wohne, da fährt nichts Großes und dann war der Führerschein schon angemacht. Okay. Ja, ich brauche nur 5 Meter gehen, dann bin ich schon eigentlich da in der Firma. Es ist... Nur, ich habe den Führerschein später angefangen. Ich war 50, wo ich den gemacht habe. Ja, also wenn ich ihn wirklich noch machen würde, dann wäre ich höchstwahrscheinlich auch so um die 40 oder was. Ich habe aber immer zu mir gesagt, wenn ich eine Freundin habe und die wäre jetzt schwanger oder was, schon im ersten Monat, dann würde ich sofort wieder anfangen. Weil das ist so ein Gewissensding, wenn sie dann sagt, okay, sie ist im 9. Monat und jetzt müssen wir einen Krankenwagen rufen, das ist nicht so mein Ding. Also da möchte ich schon gerne einen Führerschein haben. Und alles, was danach ist, nach der Schwangerschaft, da brauchst du sowieso einen Führerschein, weil ich schicke sie nicht zum Einkaufen, wenn sie gerade ein Kind noch hat. Weißt du, so in der Richtung. Das tue ich mir nicht an. Da möchte ich dann schon eigenständig sein und sagen, ich fahre und ich hole dir das alles, ob es jetzt Milch ist, ob es jetzt Windeln sind oder sonst was. Weil da würde ich nicht drüber wegkommen über das Gewissen. Also da hätte ich definitiv einen Führerschein. Meine Kinder alle schon groß, meine 4. Hm. Die Tochter mir ist 32. Okay. Ja. Wohl kinderlos, aber meine älteste Tochter, die hat ein Kind und meine Söhne, der eine Sohn hat ein Kind, der andere Sohn hat 3 Kinder, ja. Da habe ich auch nur Probleme mit. Also weiß Probleme. Opa macht, Opa. Genau. Und Opa, ja, der macht, das mache ich. Aber es macht Spaß. Also Kinder, ohne Kinder, ich weiß nicht dafür was. Ich kann ohne Kinder nicht sein. Ist auch für später, weil wenn man mal alleine ist, die Frau sterbt oder umgekehrter Fall, man ist nicht alleine. Ja. Jetzt muss ich das Rentner bin seit jetzt, also jetzt ist ja der 1.3. ist ja eigentlich schon Rentner. Und vorher war ich auch nur am Arbeiten. Also ich immer wieder früh raus, ich wollte aufstehen. Was heißt zum Glück, wenn man Rentner ist, ist ja viel weniger Geld. Wenn immer noch Glück ist, ja. Ja, der Merz irgendwie auch gemeint, dass wenn man noch arbeiten geht, dann kann man bezugsfrei bis 2000 Euro noch verdienen im Monat. Ja. Möglich, aber über 70 als Maurer würde ich mir sowieso überlegen. Ja, ich schaffe nicht mal 70, das ist unmöglich, ehrlich gesagt. Das war damals schon mit 63 schon krass. Ja, ich habe das Kreuz kaputt, ich habe meine Hüften kaputt, ich habe die Arme kaputt, also... Ja. Was bleibt denn ich habe auch schwer gearbeitet, mein Leben. Also nichts geschenkt, die kriegt mit du auch. Und dann ist dann halt... Das schaffst du ein bisschen, Alter, ja. Aber wenn man natürlich hier mit dem März nichts tut und rumquatschen und rumlügen tut... Da sind wir uns einer Meinung, glaube ich. Ich glaube, jeder Deutsche ziemlich. Außer die wo im Büro arbeiten und sagen, okay, ich verdiene natürlich meine 10.000 im Monat beispielsweise, die geben sich da den Scheiß drauf und gehen natürlich wahrscheinlich mit 50 dann auch schon. Aber das ist, was der redet, die Rentner können ja dann trotzdem noch arbeiten und etc. Also da kriegen Hals. Ja, dann ist unsere Altpartei halt. Ne? Gerade ich muss sagen, ich bin auf dem Bauernhof halbmäßig aufgewachsen, ich habe da gern geholfen und habe mit 6 Jahren schon angefangen zu arbeiten und deswegen arbeiten tue ich lieber als zu Hause rumsitzen. Andererseits, seitdem ich zock, ist halt das doch ein bisschen was anderes. Das ist halt meine Freizeit. Deswegen, ich bin 28 Jahre lang Radl gefahren, aber das geht mir jetzt gar nicht mehr so ab. Aber dafür kommen halt die Pfunde dann langsam auf die Knochen drauf. Das ist das andere. Ja. Mein Ziel habe ich schon wieder erreicht. Ja. Gestern habe ich mir auf die Waage gestellt und gesagt, werden schon 124 sein. Du warst jetzt 3 Wochen zu Hause, sind doch 130 geworden. Mit dem Club bin ich auch 130, habe ich auch drauf. Aber gib dir das mal, weil spätestens April oder Mai, da fängst du wieder an mit 40 Grad. Also da purzelt es wieder. Letztes Jahr waren es auch so um die 129, glaube ich, wo ich in die Arbeit gegangen bin. Im Januar haben wir schon angefangen. Und spätestens im Juni hatte ich schon wieder 117 Kilogramm drauf. Also das geht runter wie nix. Ja, das stimmt.
Deswegen bin ich ja froh, dass ich auf dem Bau arbeite und nicht jetzt, sag ich mal, im Büro drin hocke, wo ich dann eigentlich gar kein Training habe. Da würde ich mir das mit dem Hobby als Zocker, sag ich mal, überlegen. Ob ich das dann wirklich da mache. Was Mauro geht, das geht in Ordnung. Fix, wo muss ich denn jetzt lang? So, ich bin jetzt auch weg. Jetzt macht die Blutdecke essen. So, dann verabschiede ich mich. Wir hören bestimmt heute. Definitiv. Du läufst bestimmt mit am Mittwoch, oder? Ist das was Mittwoch? Heute Abend, oder? Ja, Mittwoch? Wie? Ja, machen wir doch da Dingens hier, die Prüfung. Muss ich nochmal schauen in die Gilde dann rein. Bevor ich rausgehe, dann schaue ich mir das nochmal an. Mittwoch ist das, hast du gesagt, oder? Ja, wir laufen ja wieder hier die Spiegel da. Dungeon denkst du, oder? Ist das, oder? Ja. Ja, okay, dann verstehe ich schon. Genau. Okay. Ja, warum nicht? Kein Thema. Ja, ist das immer früh oder ist das abends? Abends, glaube ich. Ja, wunderbar, passt. Machen die eine Party auch, Ja, schon, ja. Schon gesagt, aber Mittwoch wäre ich eh nicht da, weil da muss ich zum Zahnarzt in der Früh, aber wenn es am Abend ist, perfekt, wunderbar. Der ist abends. Tag. Nachtschicht. Ja. Alles gut? Super. Jo, danke, gell? Avidere, Pfiat. Was ist das? Close Party, kann ich das überhaupt adden? Warte mal, da stand eigentlich mal wie was. Go to the party screen. So guys, actually I'm sorry about that. I just was going to a new guild right now and just coming in very good in here. So just kind of staying at home because today actually it was in the morning time. Yesterday was snowy all the times. I was actually in the compound today and I was, what the hell? Nobody was coming over. So here and there are some calls and stuff. So I'm just trying actually to do the fighter here a little while and some kind of half hour or something. I just want to go to Car XDRO and then we talk a little bit more. And yeah, thanks for watching here a little while. I just go out of the chat as well. Just try to find where I actually can get that to the favorite. But it says close party. Party setting. Da muss doch da irgendwo stehen. I don't know how to do. Oh, da steht es doch SharePlay. SharePlay ending. That's gonna be easy. So I'm leaving the party. Thanks a lot. Catch you later, guys. Leave the party. Containment vessel. Thankfully, guard me while I'm going to begin. Ready yourself for a fight, friend. They're tampering with the life. Kenarthi, make this swift. Bebashvar, it is done. Stay buried next time. Stop them. They must not interfere. Let this be a lesson. Rattling. Almost got it. Just ruining everything. Quickly, destroy them!
Take Darian's light and we'll find our way to the others. That belongs to me, Vonis. No matter. Soon I will be back in my true body, and more powerful than you can imagine. We'll stop your madness. This won't end as you expect, Mannimarco. Hurry, take the door to the west. You need to head up, not down.
need some help with this one. Tell Darien what we recovered. My help? Whatever you need, I'm happy to help. But I'm not sure what Vanus thinks I can do about the shackle or that floating chunk of Cold Harbor hanging over our heads. It's not really my thing anymore. Not really, sir. If Pat DD, not finished, get me less frustration. You found my missing But light? let's try smile. I thought it was gone forever. Being Meridia's Golden Knight. It was good to feel like my fate was in my own hands again. To be just Darien. Thanks, friend. But I don't think it's a choice at all, really. Gabrielle knew what she was doing when she called me back. She knew you'd need Meridia's Golden Knight for a moment like this. Let's do this. Oh my, that feels strange. Interesting. Now for the true test. Destroy the shackle and end this flame melt. I can, but I could use some help. Friend, focus your light on Meridia too. Above. Go, friends. Take the light of Meridia and destroy the Wraith Forge. Come, comrade. This is the Wraith Forge? Come on, I see an overlook ahead. We'd better figure out what we're dealing with. It is long past time to reclaim my true body and take the power I am due. Ingwer beer, beer. LOL. Be right back. Toilet calls.
Come on, friend. Varnus' dupe and Meridia's fool. Have you come to witness my triumph? I am busy, but my undead will be happy to entertain you. Did you think it would be that easy? I am the King of Worms! My friend! Behind my shield! The spirits bend to my will, fools. Rip their souls from their bodies! I'll protect you! Find your center! Science is pointless! Show me you will serve me in death, if not in life! Did you think you stood a chance against me? Unshackle your mind, Tubby. Have you come to witness my triumph? Even worser than yesterday, I quit this fight.
I'll protect you. I'm busy, but my undead will be happy to entertain you. Did you think it would be that easy? I am the King of Worms! Let the spirits bend to my will, fools. Rip their souls from their bodies. Your defiance is pointless! You will serve me in death, if not in life! I'll protect you! Do you really think you can stop me? I am the most powerful necromancer of all! I will find a place for your soul in the Wraith Forge! My friend, behind my shield! So this is only the first of my conquests. Prepare yourself! Something's happening in the Wraith Forge. Such willful ignorance. How many times must I demonstrate my power?
I will torment your souls for eternity. You think I'd leave my vessel unguarded? Kronavir, feast on their husks! Make this swift. Insects! I will end you! No power or relic will save you from my wrath! You broke his tether! Come on, let's finish this! WTF? Such willful ignorance. From what? How many times must I demonstrate my power? I quit. Fuck this mess. I hate instead dead by whatever this hocus pocus is. Bye.